Ja, hallo und herzlich willkommen zum Masters of the Universe Livestream. Ich hoffe, ihr seid schon zahlreich dabei. Ich sehe schon die ersten Kommentare. Pascal, Alexis, Sven, René, Motu Chris ist auch wieder am Start. Guten Abend an alle. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Könnt ihr mal kurz in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt gerade mal in den Chat reingeschrieben. Ob ihr mich hören könnt, ob das Mikro funktioniert, ob alles gut ist, ob ihr mich sehen könnt vor allem. Wir haben heute Abend einiges Großes vor in Sachen Motu. Da freue ich mich sehr drauf. Oh, da kommen die Kommentare, jawohl. Klar und deutlich, sehr schön, das freut mich. Ton ist gut, René, Dankeschön. Christian, hallo, guten Abend. Ja, was machen wir heute Abend? Heute Abend geht es um, wie ich eben gesagt habe, um die Masters of the Universe. Ja, es gibt ja ein paar Neuigkeiten, die mich sehr, sehr bewegt haben, kann man fast sagen, ja. Denn es gibt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder neue Masters of the Universe Hörspiele, und zwar offiziell lizenzierte Hörspiele von Mattel. Ich finde es richtig klasse. Ich freue mich. Björn Lensing, Grüße, guten Abend, hallo. Ich freue mich auch hier, einen der Autoren heute dabei zu haben, der aus dem Nähkästchen plaudern wird, der euch die Fragen beantworten wird, die ihr auf dem Herzen habt, die ich auf dem Herzen habe. Ich wünsche uns jetzt schon mal ganz viel Spaß und begrüßt mit mir recht herzlich den Alex Streb. Hallo, guten Abend, Alex. Hallo. Ich grüße dich. Ich hoffe, alle können mich auch klar und deutlich hören. Genau, und schreibt auch mal kurz in die Kommentare rein, ob ihr den Alex auch gut hört und gut sehen könnt. Und dann würde ich sagen, Zodax Zeitressort, ich grüße dich. Heute mal nicht im Stream dabei, sondern nur als Gast. Ist ja eigentlich so mein Streaming-Kumpan hier. So, jawohl, scheint gut zu sein vom Ton her. Super. Sehr schön. Dann können wir loslegen. Wir können loslegen. Wo habe ich denn hier? Genau, 17 Leute haben wir schon mit dabei. Das liest sich schon mal gut. Und ja, Alex, wir sind heute hier zusammengekommen, weil du eine ganz tolle Neuigkeit hast, ja, die mich auch als Masters-Fan quasi der ersten Stunde, wie ich eben schon gesagt habe, richtig bewegt hat. Ja, denn es gibt neue Masters-Hörspiele, offizielle Hörspiele, oder es werden neue Hörspiele kommen, und du bist da ganz offiziell auch dran beteiligt. Genau. Das ist richtig, ja. Wahnsinn. Genau. Und um es jetzt mal vollständig zu machen, es gibt ja im Moment aus 3 Richtungen offizielle Motu-Hörspiele. Das eine sind, ich sag jetzt mal, Mattel Deutschland Werbehörspiele, die der Karma Verlag macht. Da sind auch Gunnar, Matthias und ich und Matthias mit involviert. Und dann gibt es aber auch zu dieser He-Man 21, also zu dieser Netflix-Kinderserie, auch O-Ton-Hörspiele. Soweit ich weiß, nur im Stream. Aber das kannte ich noch nicht, okay. diese beiden Projekte sind auch unabhängig von dem, hallo Frank, hallo Chef. Guten Abend. Die sind unabhängig von dem, was wir machen, sind die auch offizielle Mattel-Produkte. Um da Genau. die Vollständigkeit einfach mal da auch herzustellen, ja. Okay, sehr schön. Du hast jetzt gerade schon den Frank, der im Chat ist, begrüßt. Du hast gesagt, hallo Chef. Es sind ja, du bist ja nicht der Einzige, der an diesen Hörspielen beteiligt ist, die jetzt neu kommen werden. Du bist einer, wenn ich das richtig vorab recherchiert habe, bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Du bist einer von 3 Autoren, ist das korrekt? Der diese Richtig. Hörspiele, oder ihr schreibt die Hörspiele von 4 sogar, schon korrigiert. Nein, okay, perfekt. Nein, das war 3. Okay. Dieses Meme jetzt ja, zu genau, bringen. genau. Nein, also wir sind 3 Autoren, der Gunnar Sadlowski, der Matthias Gall und ich. Und den Gunnar kennt man unter anderem von den Grayskull-Con Live-Hörspielen. Der Gunnar hat aber auch unter anderem für Holysoft verschiedene Hörspiele im kommerziellen Bereich auch geschrieben. Und der Matthias Gall hat auch einen eigenen Verlag.
und hat da also auch entsprechend schon Erfahrung mit Publikationen. Ich habe für Dreamland Productions schon gearbeitet, habe da auch kommerzielle Hörspiele geschrieben oder Für den auch, Thomas Birke. ja, genau. Sehr Und schön. habe auch für den Simeon Risomalis von mittlerweile Zauberstern 5 Folgen von der alten Faith Van Helsing-Serie waren von mir. Also wir haben alle sowohl im Fanbereich als auch im kommerziellen Bereich schon was gearbeitet und gemacht. Ja. Sehr schön. Okay, klasse. Und jetzt muss ich gerade, ich habe ja, wenn ich hier so nach rechts gucke, dann ist es so, weil ich auf einen anderen Bildschirm gucke und da meine Fragen so notiert habe und ich würde einfach mal direkt... Der Spickzettel. Der Spickzettel, genau, richtig. Sonst vergesse ich hier noch irgendwas oder ich formuliere irgendwas falsch, deswegen der Spickzettel muss sein. Und vielleicht ganz kurz, ihr seid 3 Autoren. Die Idee, neue Masters-Hörspiele, also jetzt wirklich diese Hörspiele rauszubringen, wenn ich das richtig verstanden habe, basieren diese Hörspiele, die rauskommen werden, auf den alten 80er Jahre EHPA und Interpart Comics. Ist das korrekt? Das stimmt, ja. Okay. Genau. Und da hat dann wiederum die Retrofabrik die Finger im Spiel, wenn ich das auch richtig verstanden habe. Denn die Retrofabrik hat ja, ich habe ja nicht ganz unvorbereitet, hat ja die schönen EHPA-Comics, beziehungsweise, oh, was für ein Wälzer, die Interpart-Comics die letzten Jahre neu aufgelegt, restauriert und so weiter rausgebracht. Und ja, wie muss man sich das vorstellen? Ist die Retrofabrik auf euch zugekommen und hat gesagt, hier, wir haben Bock jetzt dazu Hörspiele zu machen, weil wir jetzt schon die Bücher rausgebracht haben. Hier schreibt mal was, oder wie ging das? Wie ist das losgetreten worden, das Ganze? Also Frank und Mustafa haben dieses Projekt beginnend mit dem Interpart-Band im Grayskull-Con-Rahmen vorgestellt. Und da sind die beiden mit dem Matthias Brink ins Gespräch gekommen, der ja auch schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Hörspiel zu tun hat. Der Matthias Brink, ganz kurz, ist der Veranstalter der Grayskull-Con, richtig? Genau. Okay. Ja. Und ja, Matthias und ich, wir kennen uns auch schon seit circa 20 Jahren. Und wir haben damals so zu Heroic-Zeiten haben wir schon zu tun gehabt und haben da so eine Art Hörspielfortsetzung von der 2000X-Serie geplant, was dann nicht realisiert worden ist. Und Matthias hat mit Franco Mustafa dann auch mal gequatscht, so über das Thema Hörspiel. Und das hat dann so ein bisschen im Hinterkopf, im Bauch, so ein bisschen gewabert und hat angefangen zu gären, und dann wurde diese Idee bei Frank und Mustafa auch immer konkreter. Und die beiden waren dann eben mit Matthias auch im Gespräch, und irgendwann kam dann so der Anruf von Matthias, und ich sag's jetzt mal mit meinen Worten, und ja, gerne. Wie das jetzt so ganz grob in der Erinnerung ist: geht los. Sehr schön. Also ich glaube, wir müssten uns im Team einfach noch mal hinsetzen und müssten die Geschichte, wie es dazu kam, noch mal aufschreiben. Aber es ist eben über so ein grundsätzliches Gespräch. Das ist ja cool, dass ihr diese Comics neu auflegt. Ich mache übrigens auch Hörspiele. Lass uns doch mal was zusammen machen. Das ist vielleicht so eine sehr saloppe, sehr freie Zusammenfassung von dem, wie das so angefangen hat. Okay. Ja, Wahnsinn. Und dann wurde, weil ich habe ja eben gesagt, und du hast mich nicht korrigiert, das heißt, es stimmt, die Hörspiele sind offiziell lizenziert, also das Okay von Mattel ist da. Das heißt, man hat dann einfach Mattel angeschrieben und hat gesagt, ich würde gerne einfach in Deutschland neue Hörspiele machen, ja oder nein? Und dann kam Ja zurück, oder wie muss man sich das vorstellen? Weil die Hörspiele, das ist ja was ganz Eigenes, ja. Das ist ja Hörspiele. Ja. Deutschland ist das Hörspielland, das Kassettenkinderland, ja. Und ich glaube, in den USA und so ist das ja gar nicht so weit verbreitet. Ich glaube, streiche einfach. Streiche aus allem, was du gesagt hast, einfach, weil das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene als die wir als Autoren bedienen. Es ist einfach eine Verhandlung.
Mhm. bei der Frank und Mustafa dann auch einfach darlegen müssen, wie sie sich das vorstellen und wie das zu finanzieren ist, wie das zu realisieren, umzusetzen ist. Mhm. Mhm. Es ist einfach ein geschäftlicher Prozess, in dem man einfach das Projekt erklären, darlegen und ich sag mal auch anpreisen muss. Ja, okay. Also es geht, Also wenn man das sagen und kann, das auch ist ums, nicht ums einfach. Finanzielle. Also Ja klar. mein Mattel will ja auch wissen, wie kommt das an oder was können wir da verdienen oder sowas wahrscheinlich. Ich meine, ist halt Ja, Geschäft. Ja, also ich meine, das jeder ist will ja was verdienen. das ist ja kein Geheimnis, wenn man sagt, jede Firma, die ein Lizenzprodukt rausbringen möchte, muss Mhm. natürlich eine Lizenzgebühr bezahlen. Klar, klar. Und das sind eben dann Teile von diesen Verhandlungen, die stattgefunden haben und im Endeffekt dazu geführt haben, dass Franco Mustafa dann im September, ich auch. Da geht es mir genauso wie Moto Chris. Mhm. Was dazu geführt hat, dass Anfang September eben offenbart werden konnte, ja, es kommen neue Hörspiele, offizielle neue Hörspiele. Mhm. Ja. Und genau Anfang September, das war auf der Grayscale-Con, wurde quasi die Katze aus dem Sack gelassen. Und ich hatte es schon Mhm. mal in einem anderen Livestream gesagt, ich hatte es auch schon mal, glaube ich, in einem Video gesagt, dass ich auf der Grayscale-Con war, habe auch mit der Retrofabrik, also mit dem Frank und dem Mustafa, vor ihrem Panel, wo sie das verkündet haben, gesprochen. Habe natürlich wie immer gefragt, wie sieht's mit dem Comic von Volta aus? Wann kommt der? Gibt's da was Neues? Und als ich das halt erfahren habe, dachte ich mir, okay, jetzt gibt's ja nichts mehr Neues, was ich wissen muss. Also habe ich das Panel ausgelassen und habe lieber was anderes gemacht. Und dann habe ich auf einmal gehört, wie die Leute aus dem Panel rausgeströmt sind und die Infos quasi wie ein Lauffeuer rundgegangen sind. Und ich habe mich so geärgert, dass ich das Panel verpasst habe. Hm. Äh, ich sag mal, ich glaube, mich an die Reaktion so erinnern zu können, dass da schon durch die Bank auch so eine gewisse, so ein gewisser Unglaube erstmal da war, so im Mhm. allerersten Moment, Mhm. weil ich glaube tatsächlich, da hat so gut wie niemand mit gerechnet. Nee, Also, überhaupt nicht. weil es kommt ja seit gefühlt 100 Jahren die Frage, mit einer Neuauflage von den Europa-Hörspielen. Mhm. Ähm, und in der Regel wird da einfach nur abgewunken, weil zu komplex, zu schwierig, zu Ja, aufwendig. ja. Mhm. Und dann ist ja irgendwo gefühlt auch die Wahrscheinlichkeit, dass da was Neues kommt, auch relativ klein. Auch wenn natürlich Matthias Brink und Gunnar und Matthias Gall und ich mit diesen 3 Werbehörspielen ja schon gezeigt haben, grundsätzlich geht's ja. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, was Tanja da auch sagt. Mhm. Das ist so ein Genau. Wunsch seit vielen, vielen Jahren. Ja. Ja, auch von mir. Also wirklich, das war, wie ich das gehört habe, dachte ich mir auch, wie gesagt, ungläubig, das kann nicht wahr sein. Ja, ich dachte mir erst, okay, dann sind's halt, da werden halt jetzt die Hörspiele, die jetzt halt schon draußen sind, von denen du jetzt eben schon gesprochen hast, also die Revelation-Hörspiele oder He-Man 21 Hörspiele, die Mhm. werden einfach weitergeführt. Ja, gibt wieder weitere. Ich dachte nie, dass die alten Sachen, also sprich halt, dass es wirklich Hörspiele, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wahrscheinlich in Anlehnung wie die Europa-Hörspiele waren, also eine komplette Reihe, dass sowas halt nochmal rauskommt. Da war ich so geflasht. Ja, ja, da war ich sprachlos. Ja, auch so ein ähm, bisschen. ja, ja, aber ich hoffe jetzt nicht, weil du musst doch ganz viel erzählen. Ähm, Wenn wir jetzt gerade schon also übrigens, der Chat darf auch gerne Fragen stellen, Leute. Ja, wenn ihr irgendwas Mhm. wissen möchtet, dürft den Alex gerne löchern. Mich natürlich auch, aber wenn ihr Vielleicht was wissen antworte ich möchtet, haut's in dann. die Tasten. Genau, richtig. Wenn ihr es nett formuliert und wenn der Alex antworten darf. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendwelche Sachen gibt, die noch top secret sind, sage ich mal, aber das. Ne, es gibt einfach Sachen, die sind einfach noch nicht spruchreif und das ist Hm, immer blöd, dann irgendwas in der Plauderei dann rauszuholen, und sich hinterher auf die Zunge zu beißen, zu sagen: „Ach, hätte ich's doch nur nie ja. gesagt“, weil dann doch irgendwas anders kommen muss. Hm, Ähm, also da, lieber vorsichtig. ja, okay.
Dann frage ich einfach die nächste Sache. Genau, Okay, da und kommt dann gerade eine danach, Frage, deswegen genau. blende ich die jetzt gerade noch mal ein. Kassette und Kassettenkoffer. Ich habe was von CD gehört. Ja, Ähm, also die Hörspiele werden in zwei, oder es ist geplant, dass die Hörspiele auf jeden Fall in zwei CD-Varianten erscheinen. Das eine okay, ist für den Einzelhandel das normale Jewel Case, also diese Plastikhülle diese Plastik, mit, Kunststoffhülle, ja. mit Booklet und der Einleger drin, CD genau. drin. Genau. Und das andere, was geplant ist, ist, dass über den Retrofabrik-Shop selbst ein Mediabook rauskommt. Da hatten Frank und Mustafa auch schon Entwürfe gezeigt, wo also auch Mhm. Bild- und Tonmaterial als Bonus mit dabei ist. Ah, okay, Genau. Und okay. jetzt, um die Frage mit der Kassette zu beantworten, da gibt es ein ganz eindeutiges Vielleicht. Da hatten auch Frank und Mustafa gesagt, man wird einfach schauen, wie da die Rückmeldungen sind, wie groß der Wunsch ist, weil wir kennen Mhm. das im Moment ja auch ähm, von Jan Tenner, von den neuen Jan Tenner Hörspielen von Simeon vom Zauberstand Verlag. Mhm. Genau. Ähm, das ist halt eben so eine Sache, die machst du gegen Vorbestellung, weil das Ja, das schwierig ist zu kalkulieren, weil die MC-Produktion heute ist halt teuer. Das ist genau. nicht Es das gibt ja kaum Standardmedium. welche. Ja, es ist Ja, teuer von der Produktion her. Bei ja, Antenna war es ja auch so, wie du schon richtig sagst, bei den neuen Folgen, dass sie ja wirklich, ich glaube, im 10er oder 15er Block die Kassetten, glaube ich, angeboten haben, mhm, ja. Also in Vorbestellung, irgendwie so die ersten 10 Kassetten als Set oder die ersten 15 oder sowas als Set. Und das war ja genau, ausverkauft. Also das war ja, ja. äh, also die ganzen Vorbestellungen wurden erfüllt, sage ich mal. Ja, das Limit wurde erreicht und glaub Ach, mir, wenn ich als Fan spreche, dass das bei Masters wahrscheinlich durch die Decke gehen wird, wenn man ein neues Masters-Hörspiel auf Kassette bekommen kann. Ja, also da wird jeder, glaube ich, jedes 80er Kind, sage ich mal, das damit aufgewachsen ist, der wird sich nicht nur eine Kassette von einer Folge holen. Der wird eine original verpackt lassen, der wird eine auspacken, der wird es trotzdem nochmal auf CD kaufen und wahrscheinlich das Mediabook. Also wahrscheinlich werden sie sogar alle 4 Versionen dann kaufen. also Ähm, ich klopf dreimal auf Holz, weil das ist natürlich eine Sache, auf die hofft man irgendwo, ja, weil klar, klar. diese Produktionen kosten halt Geld und Mhm. alles, was haptisch ist und einen gewissen Gegenwert hat, bringt dann natürlich mehr Geld als das, was auch schon gefragt wurde. Ja. Gibt's das denn auch als Stream? Und da war die Mhm. klare Antwort nein. Das wird es Mhm. nicht als Stream geben, weil das ist jetzt auch so eine fiese Sache. Ja, viele haben dann keinen CD-Player oder so. Mhm. Die Leute sollen sich aber nicht grämen, weil der CD soll jeweils dann auch ein Downloadcode beiliegen. Das Ah, das okay. heißt, dass man es eben auch, ja, entsprechend dann auch digital hören kann. Mhm. Aber die Sache mit dem Stream, irgendwann wurde ja bei CDs angefangen, die vorhandenen Tracks möglichst klein zu machen, die drauf sind, Mhm. Mhm. weil das sind ja nur Bruchteile von Centbeträgen, die irgendwo pro Track dann zusammenkommen und davon kannst du es einfach nicht weiter finanzieren. Ja, Da, das da, glaube da, ich. da sieht man halt, wie auch im Moment im Hörspielbereich insgesamt so dieser Kampf einfach ist. Ähm, Hallo nochmal an alle, die dazugekommen sind, wie der Peter. Ähm, Ja, ja, also grüß es, dich. es ist, es ist wirklich schwierig, weil einige sagen, wir machen nur noch Stream, weil die Mhm. CD kostet zu viel Geld in der Produktion und wir nehmen dann nur die Sprecher- und Studiokosten und das Abmischen und die Musik. Auf der anderen Seite ist aber die CD das Medium, mit dem man noch Einnahmen generieren kann, die Ja, über ja. wenige Cent hinausgehen. Also es ist ein ganz, ganz schmaler Grat und ich denke, da haben Frank und Mustafa einfach auch ein bisschen 'n Heimvorteil, dass sie eben nicht aus dem Hörspielbereich kommen, Mhm. sondern aus dem Print.
und aus einem anderen Teil, was Verlag angeht. Und die beiden haben da eben nicht so diesen über Jahre hinweg geprägten Hörspielerblick auf die ganze Ja, Sache. ja, ja. Okay. Ja, Ja. sehr schön. Hier habe ich gerade was. Pater Fiete schreibt, gibt es schon sowas wie einen Trailer? Ich glaube ja. Also es gibt so ein Teaser, sage ich mal, nenne ich es mal, auf dem Ja. YouTube-Kanal von der Retrofabrik, oder wenn du auf die Facebook-Seite der Retrofabrik gehst, da gibt es so ein kleines Anteasern, nenne ich es mal halt, ja. Aber ich glaube, so einen richtigen Trailer oder so mit wirklich ja, Werbung für die Story und sowas, glaube ich, gibt es noch nicht. Genau, das Ja. ist so. Es gibt so diesen 1987-Teaser, sag ich dann mal. Genau. Und da hört man He-Man, man hört Orko und man hört mehr, aber noch nicht von den Stimmen. Mhm. Okay, ich habe jetzt zwar noch andere Fragen und hier, nachdem ich gesagt habe, der Chat kann ruhig Fragen stellen, kommen mir eine Frage nach der anderen rein. Aber du sagst gerade, da würde ich jetzt gerade hinzuspringen, du sagst, man hört in dem Teaser Orko und He-Man. Das heißt, die Sprecher sind schon gecastet, die stehen schon fest, zumindest von den beiden oder schon komplett? Nein, also es gibt so einen gewissen Ablauf Mhm. und Frank und Mustafa kommunizieren dann eben so eine Sprecherliste an Mattel und lassen die freigeben. Ach, Und okay. die Stimmen für Folge 1 sind vor einiger Zeit freigegeben worden. Mhm. Das heißt, da wurde eine Liste eingereicht mit, ich glaube, der Frank, wenn ich kurz mich selbst mal unterbreche für Pater Fiete, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen, dass du den Link zu diesem 1987 Teaser dann auch hören kannst. Ich kann es gerade Ja. nicht, weil ich mich bewusst nicht in den Chat eingeloggt habe. Alles gut, alles gut. Aber was diese Sprecherliste angeht, die wurde, wie gesagt, offiziell genehmigt. Mhm. Und da wurde auch bei dem Interview mit Gunnar, wurde da auch schon ein Teil dieser Oh Gott. Liste Ich hoffe, das funktioniert. Bitte im Nachhinein, nicht jetzt während dem Stream, bitte nicht den Stream verlassen, sondern im Nachhinein probieren. Das ist der Link zu dem Video auf der Retrofabrik YouTube-Seite zumindest. bitte vorlesen, Frank. Ja, ich brauche eine stärkere Brille, Ist glaube okay. ich. Nein, alles gut. Und Oh, bei nein, Planet falsch. Eternia ist dann eben auch schon der freigegebene, also für die Öffentlichkeit bestimmte Teil des Casts auch einfach kundgetan worden. Mhm. Da kann man das nachlesen. Und ja, also da sind dann einige Charaktere schon offenbart worden, von wem die gesprochen Mhm. werden. Also, weil Mhm. das auch mal als eine Frage kam, hoffentlich professionelle Sprecher. Ähm, ja, was sonst? Weil es handelt sich ja um ein ganz offizielles, lizenziertes Produkt. Mhm. Und Mhm. das ist ja in dem Sinne keine Fanproduktion. Also wir sind alle Fans, das ist das eine, aber es ist ja eine professionelle Produktion. Die muss ja gewissen Ansprüchen auch einfach genügen. Und dann gibt es da eben keine Kompromisse im Sinne von, die Oma kommt mal schnell vors Mikro und Ja, spricht jetzt mal Beastman ein. ja. Weil die Oma über, keine Ahnung, 70 Jahre Rauchen dann so eine angenehme Stimme hat für Beastman. Sondern Mhm. es ist einfach, ja, aber es ist einfach ein professionelles Produkt und das sind alles professionelle Sprecher, die dann die diversen Charaktere sprechen werden. Mhm. Sehr schön. Ich hab schon, ich weiß nicht wo, ich habe mir immer mal, wenn ich irgendwas gehört habe zu den Hörspielen, habe ich es mir aufgeschrieben. Ich habe hier so den ein oder anderen Namen stehen. Ich weiß nicht, ob ich es denn sagen darf oder ob ich raten darf. Ja, mach doch mal. Ähm, also ich habe zum Beispiel gehört, dass unser aller
Inspektor Kotter mit dabei ist. Also von den 3 Fragezeichen, der Holger Malich. Ist das korrekt? Das korrigiere ich jetzt mal dahingehend, dass in der frühen Fassung dieses Gesprächs, das ich eben genannt habe, der Name aufgetaucht ist, aber Skeletor wird von Johannes Steck gesprochen. Okay. Also das war eine Korrektur, die dann noch an dem Abend durchgeführt wurde. Das ist Johannes Steck, der den Skeletor spricht. Okay, okay. Sehr schön. Und ich habe, wenn ich richtig liege, gehört, ich will jetzt nicht alles durchgehen, ich glaube, das hält zu viel auf, wir wollen ja viel mehr was Neues erfahren, aber dass der Matthias Brink selbst auch eine Rolle hat? Mhm. Okay, sehr schön. Mehr möchte ich da gar nicht sagen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall auf die Stimmen und ich kann mir nur vorstellen, dass es halt sehr professionell sein wird, ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wie gesagt, das mit den Stimmen oder mit den Sprechern wollte ich eigentlich später machen, aber das hat sich jetzt so ergeben. Zu den Geschichten der Hörspiele, weil es wird ja nicht nur bei einem Hörspiel bleiben, deswegen nenne ich es mal Hörspiele. Ja. Die basieren auf den EHPA und auf den Interpart Comics. Ja. Das heißt, werden diese Comics einfach vertont, in Anführungsstrichen? Oder sind das Fortsetzungen der Comics? Oder was heißt es, die basieren auf den Vintage-Comics der 80er Jahre? Wir haben diese Geschichten von Interpart und EHPA. Und diese Hefte bestanden ja immer aus einem langen und einem kurzen Comic. Genau. Und wenn man die mal durchzählt, dann kommt man so auf etwa 30, wenn man immer 2 Geschichten miteinander kombiniert. Und das heißt, jedes Hörspiel, jede CD wird dann eben eine Geschichte erzählen, die aber aus 2 Vorlagen-Comics zusammengebaut ist. Und das kann man sich so vorstellen, das sind entweder 2 EHPA oder 2 Interpart oder ein EHPA und ein Interpart, die miteinander verwoben werden. Sodass es eine Geschichte ergibt. Ganz genau. Okay, also es ist nicht Seite A als Beispiel, wenn wir wieder auf die Kassette kommen, Seite A, Geschichte A, Seite B, Geschichte 2, so ungefähr, das nicht. Okay. Nee, weil diese Comics, wenn du überlegst, bestehen aus einer langen und einer kurzen Geschichte. Und selbst die lange Geschichte ist zu kurz, um eine CD zu füllen. Und selbst wenn du die CD halbierst und sagst Seite A, Seite B, das ist einfach zu kurz. Das ist einfach auch vom Erzählrhythmus und auch von der Art und Weise, wie du ein Hörspiel umsetzen kannst, funktioniert das nicht, weil der Comic arbeitet ja immer mit dem Visuellen. Genau, natürlich. Das haben wir natürlich nicht. Wir müssen also das Sichtbare so transportieren, dass es unsichtbar funktioniert, um das jetzt mal so ganz blöde zu sagen. Und das ist jetzt eben der Punkt, ne? Wir müssen diese Geschichte nehmen und bei mir ist es zumindest so, ich habe die alle gelesen und wenn ich jetzt weiß, wir haben die und die Geschichte als Paar vorausgewählt, dann setze ich mich hin und dann lese ich das noch mal und dann blättere ich es aber durch, ohne es zu lesen. Weil wir können natürlich nicht 1:1 die Dialoge von damals nehmen. Ja. Und müssen die Geschichte dann quasi neu aufsetzen. Damit es eben wir hatten ja schon drüber gesprochen, so intern, bevor es losging. Also die angepeilte Spieldauer von einer CD sind etwa 50 Minuten. Okay. Plus, minus. Aber das ist schön. Also das ist so ein schöner Schnitt. Ja, früher waren sie ja kürzer, die Hörspiele, da waren es ja teilweise 35, 40 Minuten oder so. Jetzt gibt es ja teilweise, wenn ich bei den 3 Fragezeichen gucke, da geht ja kein Hörspiel mehr kürzer wie gefühlt 70 Minuten, was ich teilweise ein bisschen langgestreckt finde halt, ja, hier und da. Von daher finde ich 50 Minuten eigentlich ziemlich passend. Also sehr schön. Hier war noch, ich muss gerade mal gucken, hier waren noch so ein paar Fragen. Achso, noch eine gute Frage, die ich hier gerade gelesen habe, auch von der Tanja, finde ich auch sehr, sehr interessant und wichtig. Wird es einen Erzähler geben, der die Geschichte vorantreibt, oder wird es
keinen Erzähler geben? Sagen wir mal so, die Fans wollten und wollen einen Erzähler, die Fans bekommen einen Erzähler. Dann lassen wir das so stehen. Das freut mich auch sehr als Fan zu hören, ja. Sehr Also schön. es ist in der heutigen Zeit auch fast schon eine philosophische Frage geworden. Hörspiel mit oder ohne Erzähler? Ich bin Fraktion Pro. Also ich Mhm, mhm, arbeite auch bei unseren Fanhörspielprojekten arbeite ich unheimlich gerne mit Erzähler. mhm, Und ja, man hat mir dafür auch schon zu Recht auf die Finger gehauen, ähm, weil manchmal ist das natürlich zu viel, zu detailliert und ähm, aber wir arbeiten dran und ich glaube, es dürften am Ende alle, die einen Erzähler wollen, auch sehr damit zufrieden sein, wie dieser Erzähler eingesetzt wird. sehr schön. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wirklich. Ähm, Ich habe hier noch eine Frage. Ich hatte gerade noch eine im Kopf gehabt, aber dann blende ich erst mal noch mal vom Stefan die Frage ein. Gab es Vorgaben von Mattel zu dem Inhalt der Story? Ich meine, wenn der Inhalt der Story ja auf den Comics basiert, mussten die dann noch mal freigegeben werden? Weil die Comics wurden ja irgendwann schon mal freigegeben, denke ich. Also äh, anders gesagt, da wir natürlich die Geschichten zerlegen müssen und müssen die neu aufbauen, Mhm, verändern wir natürlich auch den reinen Ablauf von dieser Urcomic-Vorlage. mhm, Das ist ja klar, wenn ich sage, selbst 2 zusammengenommen reichen im Original durchvertont nicht aus, um diese 50 Minuten etwa zu mhm, reichen. mhm, Dann müssen wir natürlich auch da als Autoren dran arbeiten, das Ganze neu aufbauen. Und das wird genauso wie die Sprecher auch von Mattel freigegeben. Das heißt, da muss Mattel am Ende drüber gucken und muss dann zustimmen. Und mhm, natürlich haben wir auch so einen internen Formulierungskodex, sag ich mal. Wir haben uns natürlich verbindlich auch auf Dinge geeinigt mhm. und das muss natürlich dem entsprechen, was an Erwartungshaltung uns entgegengebracht wird. Ja. Also Okay. es gibt natürlich gewisse Rahmenbedingungen, die einfach einzuhalten sind. Klar, Mhm, mhm, ja. Weil das ist natürlich auch immer so eine Lizenzfrage, dass da jetzt nicht plötzlich, mir fällt kein blödes Beispiel gerade ein, aber dass He-Man jetzt plötzlich mit Dinosaurierbeinen da rumläuft. Also, ja, ne, ja. Okay, wir haben okay, ja, einfach ja. gewisse Rahmenparameter, an die wir uns einfach auch nicht nur halten müssen, sondern auch halten wollen. Mhm. Okay, ja, alles gut. Alles gut. Und jetzt ist mir meine Frage wieder eingefallen. Mhm, Da ist, wie gesagt, ich nenne es jetzt einfach mal Vintage, da die Vintage-Comics behandelt werden und ihr mhm. aber trotzdem einen Einfluss darauf habt, um die Geschichten zu verknüpfen, etc. und so weiter. Wird es dann die, sagen wir so, wird es dann halt nur um die um die alten Charaktere gehen oder baut ihr da eventuell auch neue Figuren ein, die früher gar nicht vorgekommen sind? Wie jetzt halt Figuren, die jetzt gerade vom Mattel rauskommen, die es damals, wie gesagt, gar nicht gab. Okay, wie antworte ich da jetzt drauf? Ich trinke mal 'n Schluck. Ja, das ist gut. Ich auch. Prost. Okay, Herrlich. Wasser. ja. Ähm, also, wer die Interpart und EHPA Comics kennt, weiß ja, welches Motu-Inventar verwendet wird. Mhm. Und Punkt. Okay, ja, passt. Die Antwort gefällt mir. Sehr gut. Sehr gut. Simon Eckert ist auch dabei. Grüß dich, Simon. Schönen guten Abend. Hallo. Also, freut mich sehr zu hören, muss ich sagen. Oh, Ähm, ich muss gerade kennt ihr nochs Frage aufgreifen und ja, sowohl kennt ihr noch, hallo Gunnar, Gunnar ist auch da. Ähm, also sowohl kennt ihr grüß nochs dich. Frage nach den Covern
als auch die Frage, die vorhin mal in Richtung Musik ging, werde Siehst du, ich ich übersehe schon wieder nicht einiges. werde ich nicht beantworten. Okay, das war Schlicht die. und Ich glaube, ergreifend genau. das können wir schon mal Guck, ausschließen, glaube ja, ich. Ja, aber ja, gut, aber alles ja, gut. Carsten Bohn können wir ausschließen, Ja, ich aber denke auch. auch die Frage nach den Covern werde ich auch nicht beantworten, weil ich Hm, finde, das ist einer der Punkte, die Frank und Mustafa dann zu gegebener Zeit einfach raushauen werden, hm, nämlich auch direkt mit Bild- und Tonmaterial. Und da finde ich es einfach, da fände ich es jetzt einfach deplatziert, wenn ich irgendwas ausplaudern alles würde, gut, ähm, alles gut. was der Retrofabrik dann einfach Mhm, obliegt. mhm. Okay, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Werden die Cover von den Büchern verwendet? Gibt es neue und so weiter? Aber dann habe ich die Frage auch schon gerade beiseite geschoben. Alles gut. Sehr Vielleicht. schön. Okay, so, was haben wir denn noch hier? Muss ich gerade mal kurz lesen. Veröffentlichung als CD hatten wir ja schon. Mhm. Genau, du hast auch gerade eben gesagt, es sind so knapp ungefähr, Gott, ich weiß nicht mehr, wie viele Comics jetzt waren. Die Anzahl der Hörspiele, Mhm. die geplant sind, beläuft sich auf Also knapp 30. Frank und Mustafa hatten schon gesagt, also es wird so 30 Hörspiele geben. Okay, okay. Ja. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass es damals nur in Anführungsstrichen 37 gab. Wenn jetzt schon von vornherein gesagt wird, dass es 30 sind, freut es mich sehr. Ähm, Wie weit seid ihr mit den Hörspielen? Du hast eben gesagt, dass die Sprecher für Folge 1 jetzt gerade bei Mattel abgesegnet wurden. Das heißt, Ja. Folge 1 kann bald starten. Einmal von der Produktion her, wie weit seid ihr? Wie Ah. weit seid ihr mit dem Schreiben der Folgen etc.? Also wir sind mit dem Schreiben so weit, dass die Folgen 4 und 5 gerade im Neudeutsch Review-Prozess sind. Das Mhm, heißt, wir sind intensiv dabei, die so durchzugehen, dass die Produktionsreife erreichen, und geplant haben wir schon etliche Folgen weiter, mhm, sind da auch teilweise schon dran, das auch umzusetzen, und das geht jetzt alles so in seinen Gang. Man darf auch das also da finde ich, darf man mal das, was wir machen, ein bisschen mit Europa vergleichen. okay. Ähm, Denn die haben auch damals in Blöcken aufgenommen. Das heißt, man darf sich das nicht vorstellen, dass so, jetzt ist ein Skript fertig, jetzt holen wir alle zusammen und die sprechen das ein. Das ist kostenwahnsinnig, Mhm, mhm, sondern man, man soll es einfach so verstehen, dass man 5, 6 Hörspiele, je nachdem, dann auch einfach beisammen hat, damit auch möglichst viele Sprecherinnen und Sprecher ganz effektiv im Studio über 2, 3 Stunden, je nachdem, ja, ihre Takes für mehrere Hörspiele einsprechen können, damit das Ganze entsprechend auch nicht ausufert, was die Kosten angeht. mhm, mhm, mhm. Also Sind, wir sind jetzt in der Vorproduktion, und das wird dann, sobald eine gewisse Menge vorhanden ist, geht es dann mhm, in die Produktion, dann lassen wir das los, winken dann zum Abschied und freuen uns drauf, dass wir irgendwann was hören können. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich so ein Hörspiel auch fertig habe, bin ich auch erstmal erleichtert, dass ich das loslassen kann, dass, dass, glaube das, ich. dass es weg ist. Das glaube ich, das glaube ich. Ja. Ja, zu den Sprechern nochmal, wenn die Aufnahmen Mhm. stattfinden. Ich war jetzt noch nie wirklich im Tonstudio oder sowas. Ähm, Kommen die Sprecher alle zusammen und steht da wirklich jeder und dann werden die Takes aufgenommen oder ist das halt Also wirklich so, dass jeder seinen Satz aufnimmt, dann wird es einfach zusammengeschnitten es und gibt seltene Fälle, wo auch mal Ensembleaufnahmen stattfinden, aber in der Regel wird geixt. jeder Dieses spricht seinen Xen Text heißt halt ein? jeder für sich, und da kommt es Mhm. eben dann auf die Regie dann an,
da das Ganze gut entweder durch Einspielen oder, wenn es noch nicht existiert, dann, dass die Regie alles im Kopf hat, wie das am Mhm. besten aufeinander dann abgestimmt wird. Okay. Also da gibt's ganz unterschiedliche, ich muss hier gerade mal gucken, ich kriege hier möglicherweise gerade eine Regieanweisung von außen. Okay. Muss gerade mal gucken. Ja, alles gut. Guck nur. Also wie gesagt, wir haben Zeit. Ähm, Nee. ach, kennt ihr noch? Sollte oft da irgendwann auftauchen. Ja, ja. Ach ja, ich glaube, da gibt es so viele Charaktere, die in den Hörspielen damals vorgekommen sind, Ah, die es nicht als Figur gab, ja, sage ich mal. Ja, ich sag nur das Todestor. Ja, wird das bei euch auch so sein? Darf ich das fragen? Wird es da vielleicht auch oder Charaktere geben, die, ja, die es nicht gab, die frei erfunden sind, wie Goras zum Beispiel aus dem Todestor, oder ist das komplett ausgeschlossen? Ich schließe da gar nichts aus. Ich schließe da gar Okay. nichts aus. Nein, also pass auf. Der Punkt ist, du, du machst so eine Welt wie Motu ja nicht nur dadurch lebendig, dass du eben die Charaktere einfach mal auftreten lässt, die jeder als Spielzeug in der Kiste liegen hatte oder jetzt auf dem Regal Mhm. oder in der Vitrine stehen hat. Sondern das Salz in der Suppe ist ja auch ein bisschen diesen Figuren ein bisschen mehr mit auf den Weg zu geben. Mhm. Mhm. Und das erreicht man natürlich dann auch mal, wenn irgendwo, ich sage jetzt mal wie bei Filmation so, wenn auch mal eine Wache, die vorbeiläuft, was sagen kann oder wenn die Dorfbewohner mal was sagen können. Also, ne? Ähm, Ja. das ist ja jetzt nicht einfach nur so eine Scherenschnittwelt, wo man auch einfach nur diese markanten Charaktere rumlaufen lässt, sondern da muss natürlich auch mal Interaktion irgendwo mit anderen Mhm. auch Mhm. stattfinden. Na Klar, klar. Aber klar. wer Interpart und Ehapa noch mal liest, wird ohnehin ja auch einiges finden, was nicht zum bekannten Inventar gehört, was auch mal eine Nebenrandfigur oder so ist. Mhm. Korrekt, korrekt. Ist ja durchaus an allen Ecken und Enden so und sowas nimmt man dann natürlich auch mit, ne? Ja, natürlich, natürlich. Also freue ich mich auch drauf, wenn's so kommen würde, sage ich mal. Ähm, Und jetzt Simon Eckert hatte ja auch, werden spezifische Hörspielcharaktere möglicherweise auftreten oder schließt Mattel das aus? ach, er hat's auch Ähm, noch mal gefragt. Okay, sehr gut. sagen wir mal Richtig. so, Der Magier wir haben es noch nicht dazu Glostophus? wir haben es noch nicht Ja, dazu kommen lassen. okay. Ne, also Dass sie's das ist auch 'ne ausschließen, okay. Sache, ja, ähm, wir haben's noch nicht drauf ankommen lassen. Weil bisher ging's auch ohne. Ich käme auch, also Okay, sorry, okay. aber ich käme auch ganz gut ohne Goras aus. Ja, ja. Vor Es allem, tut mir das für alle schön Goras-Fans das dann leid. das wer war Goras noch mal? Der Vetter? Ne, Ja, von He-Man, glaube ich, ja. Und das ist ja ja das genau, Schöne, von He-Man. ähm, wenn ihr es jetzt wenn ihr es jetzt macht, nicht so wie's HG oder HG Francis damals hatte, der noch nicht genau wusste, was eigentlich abgeht. Ja, was man ja in den ersten Hörspielen damals hatte, dass die ganzen He-Man und seine Leute alle auf Schloss Grayskull gelebt haben zum Beispiel. Ja, in den Ja, ersten Folgen, dass die alle da waren, so, dass er gar nicht genau wusste, es gab keinen Adam am Anfang und so weiter. Und das ist ja ja. alles, da sind wir ja hier ein ganzes Stück weiter, weil die Geschichte ist halt da. Ja, das heißt, das wird dann bei euch, gehe ich mal von aus, nicht so sein, dass es während der Hörspiele dann auf einmal irgendwelche Änderungen gibt oder sowas. Also, ich habe tatsächlich den Umstand hart abgefeiert, dass wir das komplette Grundlagenmaterial vorliegen haben. Mhm, mhm, Weil wir haben ganz tolle Möglichkeiten, mit dem Umstand auch zu arbeiten. ja. Also wir können wirklich wunderbar damit umgehen, dass uns das gesamte Material zur Verfügung steht und wir jetzt überlegen können, was kombinieren wir wo mit wozu, wo Mhm, führt die Reise hin, was passiert mhm. da?
Apropos kombinieren, die Frage ist mir auch noch eingefallen. Ihr kombiniert immer 2 Geschichten aus den damaligen Comics zusammen. Habt ihr das schon gemacht? Ist also alles schon zusammengelegt? Das heißt, habt ihr schon die Story, welche Geschichte mit welcher harmoniert und so weiter? Habt ihr das alles schon parat gelegt? Bis zu einem gewissen Punkt ja. Okay, okay. Und jetzt muss ich nochmal fragen, ich glaube, das hast du eben schon mehr oder weniger, glaube ich, beantwortet. Die Geschichten verschmelzen dann ja miteinander. Mhm. Ähm, Gibt's einen Baut ihr 'n quasi, ich glaube, die Frage war eben auch schon mal da, baut ihr dann quasi auch so eine Art roten Faden ein? Oder sind die Hörspiele an sich, die Folgen immer ineinander abgeschlossen? Oder gibt's vielleicht auch sowas, wie es bei den Masters am Ende gab, dass es halt ein vier oder fünfteiliges 'ne Geschichte gibt, die halt dann zusammen erzählt wird über mehrere Kassetten, wollte ich schon wieder sagen, CDs. Also wenn ich jetzt ganz fies antworten wollen würde, würde ich einfach nur sagen, genau. Okay, gut, das war wirklich Ähm, fies. Ja. um's ein bisschen aufzudröseln, ähm, vielleicht. Nein, also der Okay. Punkt ist, der Plan ist schon, dass jeder, der sich ein beliebiges der, ich sag mal, Arbeitstitel Retroversum, Hörspiele kauft, egal welche Nummer er nimmt, er Mhm, kann dieses Hörspiel am Ende hören mhm, und wird sich in diesem Hörspiel zurechtfinden und wird nicht irgendwie das Gefühl haben, ich habe so und so viel Folgen jetzt was verpasst, mhm, mhm. sondern der Plan ist schon, dass diese Hörspiele einzeln wunderbar für sich gehört werden können. Okay, Also wir sehr schön. möchten nicht, und das tut mir schrecklich leid, Simeon, aber wir haben schon drüber gesprochen. Falls du das hörst, ähm, mir ist das neue Jan Tenner zu verwoben. Das heißt, wenn du bei dem neuen Jan Tenner irgendeine Folge nimmst und hörst die und denkst so, what? Mhm, Ähm, mhm. und das möchten wir nicht. Wir möchten wirklich, dass man eine einzelne CD von dieser Serie nehmen kann und kann die für sich genießen, ohne dass man wirklich Riesenprobleme hat zu verstehen, was Ja, da gerade los ist. nachzuvollziehen. Ja, okay, Ja. sehr schön. Das finde ich auch gut. Und bei Antenna kann ich dir beipflichten oder kann ich bestätigen, geht mir genauso. Ja. Was aber nicht heißt, dass Pünktchen, Pünktchen, Ne, Pünktchen. ne, alles gut, alles gut. Ne? Also Okay, es kann, okay. kann ja durchaus sein, dass mal irgendwo mal eine Anspielung fallen gelassen wird oder so oder mal ein Easter Mhm, Egg oder so mhm, auftaucht. mhm. Also ich denke schon, wenn man das hört und manchmal wird man dann einfach wie ein übergelaufener Dreckeimer auch grinsen können. Okay, ich bin wirklich gespannt. Ähm, Hier ist gerade noch eine Frage, die finde ich auch interessant, ob du dazu was sagen kannst. Wieso kommt sie nicht? Da kommt sie. Wird es Gastaufträge der damaligen Sprecher, sofern sie noch leben, geben? Ist das geplant? War das gedacht oder Gunnar hat eben auch schon was dazu geschrieben. Henry König ist mit seinen zarten 86 Jahren noch unter uns und der könnte ja nochmal den Goras machen. Also das ist zum Beispiel eine ja. Sache, das würde ich nicht ausschließen und nach der Verfügbarkeit der Personen einfach ähm, dann festmachen. Mhm, Weil gibt ja durchaus, ne, wie eben gesagt, es gibt ja durchaus auch immer wieder mal irgendwelche ähm, Figuren, die eine Nebenrolle sind oder so, mhm, mhm, wo ich aber leider eine enttäuschende Antwort so ein bisschen proaktiv geben muss. Manche hatten ja auch schon geäußert, so nach dem Motto, wenn es nicht die originalen Europasprecher sind, kann das ja eh nichts werden. Ähm, sehen wir naturgemäß ganz anders. Der Punkt ist dabei aber auch, die sind alle mittlerweile über 80. mhm, Also ich mhm, glaube hier außer Rohrbeck und so, die dann so diese kleinen Nebenrollen mal hatten, ähm,
ja, gerade mit den Zwergen, ne? So die Ja, kleinen genau, Rollen. richtig. Zwerge, Ähm, Palastwache hat er, glaube ich, auch mal gesprochen und sowas halt, ja. genau, oder Jens Mhm. Wawracek, der dann, ich glaube, im feurigen Eisvogel eine Palastwache war oder so. Mhm. Genau. Ähm, das, das sind Leute über 50, aber die anderen, von denen wir sprechen, die sind alle über 80 oder über Mhm. 90. Mhm. Mhm. Glaubt mal nicht, dass das Chris, also ganz ehrlich, Norbert Langer als König Rendor ist, genau, Douglas Welbert mit 66 ist dann der jüngste von der alten Garde, ne? Der Mechaneck, der Ja, Siegertyp. Ähm, und das, das ist der einfach Siegertyp. das ist einfach schwierig, Leute über 80, über 90 in einer ja durchaus actionrelevanten Serie dann auch so Mhm. einzusetzen. Also Mhm. sowas muss und will auch gut überlegt sein. Ja, klar, natürlich. Natürlich. Okay. Douglas Welbert, genau. Es gab ja auch den, ich weiß den Vornamen nicht mehr, den Herrn Thormann. Ich glaube, der lebt auch noch, ja? Jürgen. Jürgen Thormann, genau, richtig. Mhm. Ja, und Horst Aber Naumann. ja, genau. Ach, ich wollte gerade zu meiner nächsten Frage kommen, aber dann blende ich gerade noch mal die hier ein. Wir sind ja gar nicht so. Das Action-Feature der Figuren, das ist auch Ja, sehr interessant. ja, Ich meine, wobei Action-Feature, ich glaube, Ram Man hat mehr als genug in den Hörspielen, wo er dabei war, seinen Kopf eingesetzt, glaube ich. Also das war ja quasi sein Action-Feature. Aber es gab ja Cobra Khan mit dem Nebel oder mit dem Gift, je nachdem, welche Folge man hört. ja. Ähm, also es gab es, glaube ich, schon, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ja, Nicht bei allen wahrscheinlich. in den Comics sind die oft natürlich so diese Mitläufer, da ist dann Skeletors Monsterkämpfer oder die Horde oder die Schlangenmenschen sind Mhm. dann irgendwo halt hinterher mitgelaufen. Ähm, so verstehe ich die Frage jetzt. Und Ja, Zodax Zeitosor, ja, jetzt, wo der Alex es mir nochmal erklärt, ja, natürlich, ich habe es nicht richtig gelesen, ist ja gut. ähm, Alles und, gut. und das ist eben ein Punkt, was ich eben sagte. Wir müssen natürlich auch dieses optische akustisch machen. Mhm. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, ja, ja, natürlich ist das Action-Feature da eine relevante Sache, ne? Ähm, weil die stehen ja nicht einfach nur dann dumm in der Gegend rum, weil die müssen ja dann auch in den jeweiligen Szenen auch zum Zuge kommen. Natürlich, Und klar. und ja, also die Action-Features irgendwo, diese Signature-Eigenschaften, die sollen da auch entsprechend gewürdigt werden, ja. Mhm. Okay. Ähm, 'Ne ganz wichtige Frage, die ich, glaube ich, nicht gestellt habe, die auch keiner hier im Chat gestellt hat, ist: Wann können wir denn mit der ersten Folge rechnen? Und Also wann mhm, da hatten Frank und Mustafa auch schon was zu gesagt. Also die Hoffnung ist da, dass es im ersten Quartal 24 losgehen kann. okay, Da gibt es okay. aber auch, um das jetzt vorwegzunehmen, da gibt es jetzt auch noch keine finale Entscheidung. Mhm. Kommen die monatlich, kommen die quartalsweise? Das wäre die nächste Also Frage gewesen, genau, richtig. der Modus Okay. ist einfach noch offen, weil das ist auch gerade so von der organisatorischen Seite her noch so, dass einfach noch ein paar Fragen beantwortet werden müssen. Mhm, Das heißt, auch der Preis, was wird so eine CD, was wird so ein Mediabook am Ende kosten, mhm, ist einfach noch offen, weil im Moment auch noch nicht klar ist, was verlangt das Presswerk, was verlangt mhm, eine mhm, Druckerei. Das sind alles noch so Sachen, ähm, da ist es noch zu früh, um jetzt schon irgendwelche Verträge abzuschließen und irgendwelche Beauftragungen rauszugeben. Ähm,
das Ja, erfordert ja. auf allen Seiten, und ich meine, wir sitzen ja mittendrin, und Gunnar und Matthias und Franco Mustafa und ich und Rehat, wir scharren mit den Füßen. Und ich habe Mhm. ich hab übrigens jetzt den Namen auch genannt, vom Cover Artist. Ähm, ich muss gerade noch mal gucken. Es tut mir echt leid, Rehat. Guck nur, alles gut. Ähm, Rehat Yusri ist der Cover Artist. Okay. Sagt mir jetzt leider Gottes Ja, aber nichts. ich bin mir sehr sicher, dass du das eine oder andere von ihm schon gesehen hast. Okay. Also es gibt auch so die stillen Künstler teilweise, die nicht so ganz so präsent Mhm, mhm, sind, mhm. ne? Ähm, gibt da einfach Leute, die sind präsenter, wie zum Beispiel Simon und der andere Simon genauso. Ja, ja. Genau, und Simon schreibt auch gerade, der kann was. Und Okay, dann bin ich beruhigt. Sehr gut. ja, Freut ähm, mich. das ist einfach eine Sache. Da hatte mich nämlich Gunnar eben auf einen Denkfehler von mir aufmerksam gemacht. Mhm. Ähm, der Rehat ist schon von Frank und Mustafa genannt worden. Okay. Okay, dann habe ich das wieder verpasst auf der GrayscaleCon wahrscheinlich. Weil ich ja was Mhm. nix Besseres zu tun hatte, als nicht in das Panel zu gehen. Ja. Okay. Ähm, ja, lassen wir einfach mal so stehen. Kennt ihr noch, schreibt hier gerade was, und das wäre auch so eine meiner Fragen gewesen. Ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, aber ich glaube, der Frank von der Retrofabrik war ja auch hier zumindest im Chat drin. Ja. Sind die Auflagen limitiert auf eine maximale Stückzahl? Das heißt, ich würde es einfach mal auf das Mediabook beziehen, was es exklusiv dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nur bei der Retrofabrik geben wird. Um das jetzt ein bisschen philosophisch zu sagen, the sky is the limit. Okay, Ähm, nein, okay. also der Punkt ist, Frank und Mustafa haben ja auch so eine gewisse Printerfahrung, und das ist einfach, ja, das ist einfach eine Frage von, was rechnet sich, wie Mhm. funktioniert das alles, wie ist so die Tendenz über Interessebekundungen, wenn dann gesagt wird, wir öffnen da 'ne Vorbestellphase, und deshalb versuchen wir halt auch jetzt im Vorfeld, ähm, so das Aufmerksamkeitslevel quasi so breit zu fächern, dass Mhm. möglichst wenig Leute am Ende sagen können: „Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen im letzten Ja, halben ja. Jahr. Wie konnte das passieren, dass ich das nicht mitbekommen habe?“ Mhm. Ähm, deshalb sind so die Moto-Kanäle, die YouTube-Kanäle, die Hörspielkanäle dann einfach auch so ein bisschen schon so vorbereitet, Mhm. dass man Mhm. das mitbekommt. Ja, also Ja. ich kann nur von mir sprechen und ich glaube, das sieht eine ganz große Zahl der Zuschauer hier. Guck mal, der Frank schreibt es gerade. Ich blende es gerade noch mal ein. Sehr schön, vielen Dank, Frank. Äh, also gibt nur anhand von Vorbestellungen und dann halt quasi wahrscheinlich ein 'n Überschuss oder sowas, ein Restbestand oder so wahrscheinlich, der dann halt für als Sicherheitsbestand, sage ich mal wahrscheinlich, für den freien Handel dann rausgeht oder für die Kunden, die es dann halt einfach auf der Webseite bestellen im Nachhinein oder so. Also Leute, wenn das Mediabook rausgeht, unbedingt vorbestellen, bei der Retrofabrik. Und das wollte ich gerade sagen, also ich glaube, da werden die Server wieder sehr in Mitleidenschaft gezogen, wenn es so weit ist, ja, wenn die Vorbestellphase losgeht, weil ich glaube halt, egal, äh, ich, hört jetzt blöd an und ich will jetzt nicht sagen, dass ihr da 100 € fürs Mediabook nehmen sollt oder so, aber ich sag mal, egal, was das Ding kosten wird, ihr werdet da eine riesen Fangemeinde haben. Vor allem wahrscheinlich die Leute in unserem Alter, so die wir sind ja alle um die 30. Nein, die Mit-30er, Mit-40er und so weiter, die mit Masters aufgewachsen sind, ähm, ich glaube, die werden euch das Zeug aus den Händen reißen. Die sind so heiß, sag ich mal, drauf, auf neue Masters-Hörspiele, auf offizielle Hörspiele, dass wie gesagt, ich habe es ja auch schon gesagt, ja, also ich werde mir wahrscheinlich beides holen. Ich werde mir das Standard-Case holen, ich werde mir das Mediabook holen. Ähm, das wird wahrscheinlich sehr vielen so
gehen oder die mir gleich tun. Ich meine, der Chat kann ja ruhig mal sagen, der Stefan zu der Seite schreibt es gerade, Preis ist fast egal. Also die Leute sind einfach so heiß auf Masters, auf neue Hörspiele, ja, und was ihr da macht, ich meine, ich wollte das Lob erst am Ende bringen, aber ich streue es jetzt hier schon mal ein, was ihr da wirklich auf die Beine stellt, ja, heißt immer so schön, von Fans für Fans, auch wenn das jetzt halt was Lizenziertes ist, wo Mattel die Finger mit im Spiel hat oder es absegnet, sage ich mal, ja, was ihr da gemacht habt, angefangen von der Retrofabrik, dass sie die Bücher die Comics neu aufgelegt haben, bis hin zu, dass sie jetzt die Hörspiele macht, das ist einfach Wahnsinn. Das kann euch kein Fan genug danken, sage ich mal, ja, und das spreche ich jetzt von mir, aber ich denke mal, es geht vielen leider genauso. Ich sage dazu auch von mir jetzt mal auch für die anderen vielen Dank. Vielen Dank auch für die Vorschusslorbeeren. Dafür werden wir noch genug Prügel einstecken für das, was wir machen. Wir kennen es ja. Nein, aber der Punkt ist tatsächlich, alle, die beteiligt sind, haben ja schon so dieses Fanherz für Motu. Sonst hätten wir ja alle nicht diese ganzen Sachen, die wir in den letzten Jahren gemacht. Ne? Und da sagt Frank auch was Wichtiges, wie ich finde. Die Lagerkapazitäten sind da natürlich auch endlich. Weil der Punkt ist, die Retrofabrik ist ja jetzt kein Riesenverlag mit Lagerhallen, wo man Hunderttausende von Exemplaren von jeder Folge einlagern kann. Und das ist eben auch der Punkt. Und ich meine, Frank und Mustafa stehen ja auch einfach dafür, dass jetzt eben auch dieser Interpart-Band neu aufgelegt wird und nicht so dieses Friss oder Stirb. Und ich glaube, das kann man auch so für die Zukunft bei diesem Projekt mitnehmen. Ausverkauft muss dann auch nicht heißen für immer und ewig ausverkauft, sondern da haben dann vielleicht auch die Fans eine Chance, die es temporär erstmal verpasst haben und dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das ist auch einfach wieder so eine Geduldsfrage. Ich weiß, wie ungeduldig wir alle doch irgendwo auch sind, wenn irgendwas Neues kommt. Und man möchte es dann doch sofort haben und gerne vorgestern. Alles gut, alles legitim als Wunsch. Die Realität ist manchmal dann doch ein halbes, dreiviertel oder ein ganzes Jahr dazwischen, bis dann nochmal was nachproduziert werden kann. Also da kann ich jetzt auch einfach nur um Geduld bitten, wenn sich irgendwann irgendwas verzögert. Manches dauert halt, da hat man auch selbst nicht unbedingt einen Einfluss drauf. Das ist richtig, Aber jetzt, wo du gerade von dem Zeitlichen sprichst, fällt mir gerade noch was ein. Ich meine, auf der Grayskull-Con, wie gesagt, nochmal habt ihr die Katze aus dem Sack gelassen. Das war im Anfang September, glaube ich, gell? Ja. Muss es gewesen sein. Wie lange wart ihr denn dann schon da dran im Vorfeld? Also wann kam denn, war das jetzt ein Jahr schon her oder 2 Jahre oder erst 4 Wochen vorher? Das interessiert mich gerade. Alter, das waren die 9 anstrengendsten Monate bisher in meinem Schaffen als freier Autor. Ich sag mal, neudeutsch nennt man es ja NDA, Non-Disclosure Agreement. Wir hatten uns Anfang des Jahres dann so zusammengefunden, dass wir dann gesagt haben, wir beginnen jetzt mit der Arbeit am Projekt. Es war schon etwas vorher, war dann schon klar, da wird verhandelt, da wird geguckt. Und das ist so eine Phase, Aberglaube hin oder her, das ist eine Phase, wo man sowieso nichts sagt, weil wenn man dann was sagt, dann geht irgendwas schief und dann steht man da wie der Depp. Aber so ab Anfang des Jahres haben wir dann angefangen dran zu arbeiten und dann fing so diese Zeit an, wo man hier und da mal keine Zeit für irgendwas hatte und dann so um den heißen Brei rumreden musste, warum man keine Zeit hat.
Also Mhm. das waren dann teilweise Abende, wo man dann so ein Online-Meeting hatte oder so und dann halt nicht konnte, weil man Mhm. musste ja zu diesem Online-Meeting. Genau, Und eine gute Ausrede haben, ja. ja, Mhm. und wenn man ein schlechter Lügner ist, dann, ja, ich kann da halt nicht. So. Mhm. Und ja, ansonsten ist da halt auch viel Freizeit reingeflossen, dass man da auch mal an einem Wochenende oder unter der Woche abends oder morgens dann auch, ja, genau, Gunnar schreibt gerade, am 28.12. haben wir den Ordner in der Cloud erstellt. Okay, also So, schöner Neujahrsvorsatz quasi. So ja, ungefähr. Sehr ja, schön. und das, also nennen wir es mal eins der geilsten Weihnachtsgeschenke, die ich bisher hatte, ist das so gewesen. Das ist okay, ja, das ist wahrscheinlich, das ist ordentlich. Ja, wenn du Ja, das als eins der ja, geilsten Weihnachtsgeschenke noch vor den vielleicht vor den Masters-Figuren noch, die du als Kind bekommen hast, also, das ja, ist schon ja, ordentlich. ja, Wahnsinn. Ähm, okay, ja, sehr schön. Also, ja, bis zur Veröffentlichung, wenn das halt in Q1, also im ersten Quartal, 2024 dann halt rauskommen sollte, wenn es halt keine Verzögerung et cetera gibt, kann man halt sagen, es ist halt wirklich 12, 13, 14 Monate, äh, ja, Zeit von ja, ja. vom Man ersten darf ja, Gedanken oder von man darf ja nicht vergessen, wir reden ja jetzt hier nicht von Einzelhörspielen, mhm, wie jetzt zum Beispiel das, was jetzt zuletzt auch aus Gunnars Feder mhm. rausgekommen ist, Was übrigens sehr toll ist. Also, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. sondern wir reden hier halt von einer Serie, die 30 Folgen Mhm, umfassen wird. Und mhm, da ist natürlich auch viel Arbeit reinzustecken, mehr als man sich vielleicht erstmal vorstellt. Und da ist auch immer wieder mal auch eine Nacht über irgendeine Idee dann zu schlafen, bis man dann so das mhm, Ganze dann verinnerlichen kann und, ne? Und ja, ja, zu Recht, Gunnar. Ähm, und das ist einfach der Unterschied auch, ähm, zu anderen Produktionen, die, ich sag mal, ein Vierteljahr oder so brauchen, bis die realisiert sind, mhm, vom Beauftragen bis zum Umsetzen. mhm. Ähm, das hier ist schon auch für uns eine andere Dimension, mit der wir gerade umgehen müssen. Ja, kann ich mir Ja. gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. Hier kommt also, hier ist schon eine Frage. Ich bin aufm Chat noch ein bisschen zurück. Ja, ich scrolle immer so ein bisschen hin und her, aber hier ist noch eine Frage. Ich glaube ich hoffe, die kannst du verneinen. Ja, ich denke, dass wir's nicht so schwarz sehen sollten, oder? Ich antworte wieder mal mit dem Augenzwinkern. Ich verstehe die Frage nicht. Okay, dann blende ich Ähm, die ganz schnell wieder nein, also aus. Ja. Nein, also jetzt gerade der Zusatz, gerade wenn das bei den Kosten noch nicht klar ist. Mhm, Ähm, es ist noch nicht klar, was CD und Mediabook am Ende für den Käufer für bedeuten den werden. Konsumenten ja. Mhm, Ähm, mhm, genau, im Vorfeld ist schon klar, was kostet Künstler, Studio, Sprecherinnen und Sprecher ja, abmischen et cetera. Also diese Kostenposten sind schon mhm, klar. mhm, Und damit haben Frank und Mustafa natürlich auch 'n Plan vor sich, was an Kosten da auftauchen wird. Also, mhm, das ist jetzt nicht so: „Ach übrigens, das kostet jetzt doch 12 Millionen statt 500.000.“ Nein, also so ist es ja. nicht. Ähm, und ansonsten, ich verstehe die Frage nicht. Sehr schön. Aber hier kommt eine. Vielleicht ist sie auch wieder für 'n Frank, ich weiß es nicht genau. Aber, wenn wir um die ich sage jetzt mal, um die Standardauflage, sprich um das Jewel Case, also die normale Plastikhülle der CD gehen, äh, gibt's da 'ne gewisse Auflage, die ihr pressen werdet? Also, weiß ich, 100.000 Stück oder sind's nur 20.000 oder sind's 5.000 oder ich weiß nicht, gibt's noch die goldene Schallplatte? Das waren ja 250.000, glaube ich, oder so. Gibt's so was noch? Ich weiß es Es gibt nicht. sogar noch die Platin-Schallplatte. Um Gottes Willen. Okay. Das war Ja. 500.000 oder?
verkaufte, ich glaube, goldene Schallplatte 100.000. Ach doch, sowas. Okay, ich weiß es gar nicht mehr. Okay, ich habe nie eine bekommen, wofür auch. Von daher weiß ich es auch nicht. Ja, ja, genau. Ja, weißt du, das ist jetzt wieder so eine Sache, die Auflage. Jetzt bin ich ja seit rund 20 Jahren im Hörspielgeschäft auch und habe mit dem einen oder anderen Produzenten zu tun. Ich zitiere mal Orko aus Europa. Aber sowas fragt man einen Trollaner doch nicht. Also das ist genauso wie die Auflage bei den Motu-Figuren oder bei anderen Auflagen, man spricht nicht über Zahlen, weil wenn man das jetzt mal weiterdenkt, das lesen ja auch die Mitbewerber auf dem Markt mit. Und ihr habt ja keine Konkurrenz bei dem. Nein. Technisch anders gesagt. Es geht ja nicht darum, dass das jemand, der auch Motu-Hörspiele auf CD machen will, sondern es geht ja unter anderem auch um Folgendes. Jetzt werden Frank und Mustafa irgendwann ein Presswerk beauftragen und werden ja auch mit dem Presswerk dann einen Preis ausmachen, so und so viel CDs kosten so und so viel Euro. Und wenn die jetzt zum Beispiel irgendeinen besonderen Preis aushandeln würden und die würden jetzt sagen, oh ja, wir kaufen jetzt für 9,95 die CD im Jewel Case und dann kann sich der Mitbewerber ja ausrechnen, okay, der Vertrieb kostet dann so und so viel und die Stehgebühr im Laden kostet dann so und so viel. Dann bleibt nach Abzug einer potenziellen Marge, Moment mal, die haben einen viel besseren Preis im Presswerk als ich. Und das ist auch einfach so, ja, ne? Das ist okay, so verstehe. Jein. Okay, sehr gut. Das war sehr eindeutig. Hier haben wir noch eine Frage. Also jetzt bin ich schon so im Thema drin, dass ich sagen kann, das Mediabook kannst du auf der Retrofabrik im Retrofabrik Webshop erwerben. Wie sieht es mit dem Jewel Case aus? Wird das auf den standardmäßigen Plattformen verkauft, im Einzelhandel, im großen Logistikunternehmen, was online aufgestellt ist wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ja, also im Einzelhandel, ganz normal im Einzelhandel. Im Einzelhandel. Okay, sehr schön. Das ist ja interessant. Wie ist es mit verschiedenen Autoren? Pure Harmonie oder auch unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche? Im Grunde seid ihr ein eingespieltes Team. Will die Tanja jetzt Drama hören? Nein. Ja, also es ist viel zu friedlich hier alles, glaube ich, für sie. Nein, also die Antwort ist tatsächlich ja. Natürlich haben wir unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche. Und wir sind aber trotzdem in der Lage, ich finde schon, Gunnar, korrigiere mich, aber ich finde schon, dass unsere Arbeit, genau, genau, solange alle machen, was Gunnar sagt, ist alles gut. Nee, perfekt. Tatsächlich ist es so, Matthias und ich, wir haben ja mit Gunnar auch schon bei diesen Werbehörspielen zusammengearbeitet. Das ist jetzt also kein vollkommen aus dem Himmel fallendes, so jetzt macht mal eben, sondern es ist tatsächlich so, dass wir uns auch immer weiter aufeinander eingrooven und auch ähnlich wie der Weg von Matthias Gall und mir. Wir haben uns auch über eine gewisse Zeit, über Jahre aufeinander eingegroovt, sodass Matthias und ich auch mittlerweile in der Lage sind, wenn der eine einen Satz anfängt, kann der andere den beenden. Sehr schön. Das geht. Und natürlich haben wir unterschiedliche Detailsichtweisen auf manches, aber wenn ich das jetzt mal ganz blöde sagen kann, wir wurden so zusammen gecastet als Autorenteam, dass unsere Unterschiede einander ergänzen. Ja, das ist perfekt. Das heißt, wir sind in der Lage, wenn jemand sagt, was haltet ihr von so und so, dass aus den anderen Richtungen dann einfach so verfeinernde Momente dazukommen. Also das ist ja auch gut. Also eben, das ist der Punkt, ne? Bei uns ist das so kein
kein, ich sehe das anders und jetzt müssen wir hier einen Konflikt abfeiern, sondern ich sehe das anders und dann wird argumentiert, dann wird drüber gesprochen. Mhm. Okay, ja, sehr schön. So, So, das blenden wir jetzt nochmal kurz ein. ja, und dazu sage ich Und das finde ich richtig gut. ich sage dazu mein bereits zitiertes, genau. Sehr schön. Nochmal, ich freue mich wahnsinnig darauf, wie wahrscheinlich jeder, der hier im Chat ist, wahrscheinlich jeder, der irgendwas schon mal über die Hörspiele gehört hat. Ich habe ja auch noch die eine oder andere Frage, aber ich blende jetzt nochmal was anderes ein. Das ist wahrscheinlich kurz abgehandelt, denke ich mal. Jeder, der sich ein bisschen mit Musik, sage ich mal, auskennt, käuflich das Ganze erwirbt, der weiß, dass es ja einen Vinyl-Boom seit ein paar Jahren gibt. Vinyl ist wieder im Kommen, auch die Hörspiele. Irgendwann haben die 3 Fragezeichen wieder angefangen, die Hörspiele auf Vinyl zu pressen und so weiter. Kannst du da was zu sagen? Ich sag mal so, sollte ausreichend Interesse an MC sein und sollte sich MC gut verkaufen und sollten genug Leute darauf basierend Interesse an Vinyl haben. Ich sag mal, 50 Einheiten Vinyl Ja, das ist. wahrscheinlich viel zu teuer. Ja, Volker, was willst du da für einen Preis verlangen, ja? Von einem Eben das, Presswerk etc. Einzelstücke und sowas geht, das ist ja kein Problem. Wenn du 10.000 Euro für irgendwas bezahlen willst, dann Genau. geht alles, ne? Aber es muss halt irgendwo eine Kosten-Nutzen-Rechnung sein, die aufgeht für beide Seiten. Ja. Vielleicht. Gucken Und wir mal. nicht entschuldigen für eine Frage. Also sorry, falls die Frage schon gestellt wurde, gilt nicht. Genau, richtig. Ruhig reinhauen mit den Fragen hier. Ja, gar kein Problem. Sehr schön. Vielleicht noch mal ganz kurz was außerhalb der neuen Hörspiele jetzt, weil du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast den Matthias Gall erwähnt, der übrigens hier auch im Chat ist. Grüße an dich, falls ich das noch nicht gemacht haben sollte. Du sagst, ihr ergänzt euch super, ihr arbeitet so gut zusammen, dass ihr die Sätze des anderen vollendet und so weiter. Und sollte jemand hier in dem Chat sein oder auch das Video im Nachhinein lesen, der dich, was ich nicht glaube, nicht kennen sollte, ja, dann kann ich nur wärmstens empfehlen, geht mal hier auf diese Webseite hier, ja, Moto Fanfiction. Instagram-Seite habt ihr auch, eine Facebook-Seite habt ihr auch, ja, und ihr macht wirklich Hörspiele von Fans für Fans im Masters of the Universe-Bereich. Und mit Fans. Wir holen Und immer mit wieder Fans. andere dazu, mit denen wir das auch zusammen machen. Mhm. Das Genau. wollte ich nur mal kurz hier erwähnen. Also richtig klasse. Auch da freue ich mich jedes Mal, wenn was Neues von euch rauskommt. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also jeder, der dich jetzt nicht kennen sollte oder der Moto Fanfiction noch nie gehört hat, guckt mal auf die Seite. Die Hörspiele sind alle, soweit ich weiß, zum Download auf der Webseite drauf. Nein. Oder zumindest zum Anhören. Ja, also Zum man kann Anhören, sie nicht als Download, ja. über unseren YouTube-Kanal kann man die alle anhören. Mhm. Und es gibt schon ein paar, wir wollen das noch ausweiten in Zukunft, aber es kam uns irgendwas dazwischen. Ich weiß gerade nicht, was uns dazwischen kam, aber das hat gerade mal so das Download-Angebot ein bisschen verzögert. Okay. Ja, aber Okay. das wird Aber noch irgendwas kommen. kommt ja immer dazwischen. Also vielleicht ist es ja was Gutes, was dazwischen kam, wer weiß. Ja. Schauen wir mal. So. Da würde ich auch fast sagen, dass ich sage einfach nein und du kannst sagen, ob ich falsch liege oder nicht. Ich hol mal etwas aus. Das ist ein zweischneidiges Schwert mit alten Musiken, mit alten Geräuschen etc. Diese Hörspielserie, die jetzt kommt, ist keine Fortsetzung von Europa, die ist ein eigenes Projekt. Das ist ein eigenes Hörspieluniversum. Das ist eine eigene Geschichte. Und diese unweigerlich vorkommenden und uns drohenden Vergleiche
die können wir nicht verhindern, aber es Mhm. ist ein eigenes Projekt mit einer eigenen Optik. Das fühlt sich ganz eigen an und, ähm, da irgendwas zu nutzen, das man schon kennt, das ist ein falscher Freund. Ja, Das schafft irgend so 'ne ja, das befriedigt vielleicht so ein bisschen diesen Drang oder diesen Wunsch, sich an damals zu erinnern, aber es ist was Eigenes, es ist was Neues und es wird sich so anfühlen, es wird so klingen, es wird so aussehen wie was Neues, mhm. weil's das ist. Also, nicht enttäuscht sein, wenn sich die Erinnerung auf bestimmte Aspekte und nicht auf andere Aspekte konzentriert. Finde ich vollkommen okay. Ja, alles hat seine Zeit, nenne ich es mal. Ja, also die Ja, Europa-Hörspiele waren zu seiner Zeit die Masters-Hörspiele schlechthin. Ja, ich höre sie jetzt ja immer noch rauf und runter, muss ich sagen. Die werden auch nie langweilig. Es gibt ein paar schlechtere Folgen, die ich nicht so gerne höre, ein paar Favorites aus meiner Kindheit halt, ja. Aber ich bin sehr gespannt auf die neuen Hörspiele. Ich wünsche mir halt auch, dass es was Neues ist. Ja, weil sonst ja, könntet ihr nicht, aber sonst wäre es halt einfacher, die alten Hörspiele einfach neu aufzulegen. ja, Ja, wenn ich halt was Altes erwarte. Ja, von genau. daher, ich erwarte was Neues, ich erwarte was Frisches. Ähm, Und ich glaube, ja, niemand von uns möchte hinterher derjenige sein, dem vorgeworfen wird, ihr habt die Kindheitserinnerungen beschmutzt. Ja. Äh, mhm, genau, und Gunnar sagt eben, die Soundeffekte und Musiken, die dürfen eben mit freundlicher Genehmigung von Heike-Dine Körting, im Rahmen der Live-Hörspiele dann zum Beispiel auch genutzt werden, ne? sehr schön. Also auch hier wieder Einladung, alle kommt nächstes Jahr zur GrayskullCon. Auch wieder eine richtig, richtig tolle Veranstaltung, ja, in Lennestadt, ja, im schönen Sauerland. Ich glaube, einen Termin gibt's noch nicht, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, Erstes Septemberwochenende. ist das immer 1. Septemberwochenende? Das ist erstes Okay, Septemberwochenende. okay, okay. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war erst zweimal da. Ähm, Alles gut? aber deswegen weiß ich noch nicht so genau, aber das nächste Mal, nächstes Jahr 2024, bin ich auch auf jeden Fall wieder mit dabei. Sehr schön. Ähm, ich hatte gerade eben noch eine Frage, die ist jetzt irgendwie weg. Ich weiß nicht warum. Ich wollte noch was fragen, sie ist weg. Genau, die Musikfrage, die kam ja ein paar Mal. Ich hatte fast schon gehofft, sie wird vergessen, aber wo kann man das Produkt erwerben? Das hatten wir auch. Genau, ich gucke noch mal bei mir. Ach so, was ich jetzt fällt's mir wieder ein. Ja, Jetzt muss ich noch mal das Ganze noch mal wiederholen und abermals wiederholen. Es handelt sich um die EHPA und Interpart Comics. ja. Habt ihr einen gewissen Stil, den ihr verfolgt? Also, von der Atmosphäre her, wird das eher was Düsteres sein? Wird es eher was Lustiges sein? Wird Orko wieder so wie in den Europa-Hörspielen, ohne einen Vergleich anzustellen, wieder so die One-Liner raushauen oder Gags machen am laufenden Band? Oder wird das Ganze ein bisschen erwachseneren Ton haben, nenne ich es mal? Das heißt, produziert ihr die Hörspiele für die alte Generation Masters-Fans oder wollt ihr auch die Kinder quasi mitnehmen? Genau. Hm. Nein, also natürlich ist es schwierig, die eierlegende Wollmilchsau umzusetzen. Das ist ganz klar. Der Punkt ist aber, dass alles, was du gefragt hast, irgendwo je nach Situation, je nach Vorlage, je nach Weg, den die Geschichte in ihrer Entwicklung nimmt, Mhm. einfach vorgibt. Okay. Das, das, das ist eben genau der Punkt, ne? Ähm, das ist ähm, ja, es sollen auch Kinder hören können. Ja, die erwachsenen Fans sollen ganz klar auch sagen können, jetzt habe ich aber Pipi in den Augen, weil das, das erweckt bei mir ähnliche Gefühle wie damals, Mhm. wie auch immer. Und
man sollte einfach das erwarten, was Motu in seinem Kern ausmacht. Ich hoffe, das war jetzt Okay. neutral, nichtssagend und doch alles offenbarend genug. Okay, also du machst meine Vorfreude oder Erwartungshaltung, sage ich mal so, sie wird nicht kleiner, sagen wir mal so. Das ist einerseits erfreulich, andererseits ist es eine Last, die du uns jetzt auf die Schultern legst, Frank. Ja, ihr müsst euch ja auch anstrengen. Also ich will ja Na, was ey, sehen, ich will ja was hören, besser ja, gesagt. vor allem willst du was hören. Aber sehen, Genau, ja, richtig. doch, sehen auch. Das ist okay. Soll ich das jetzt so stehen lassen oder soll ich nachhaken mit dem Sehen? Nee, hatten wir da eben Nein. gesagt. Wir hatten ja gesagt, dass die Mediabooks ja Ja. auch optisch oder auch die normale CD ja schlicht und ergreifend auch mit einem Cover aufwarten wird. Also Mhm. Mhm. das soll ja schon irgendwo, nein, nicht Streiche irgendwo, das soll ja schon ein Produkt sein, das auch vollumfänglich zufriedenstellt und nicht so, oh, das Hörspiel ist ja voll gut geworden, aber die Verpackung, naja, nee, also wenn dann soll man ja auch damit nach Hause gehen und soll sagen, ich möchte das jetzt beim Hören auch in die Hand nehmen und Mhm. durchblättern und möchte Mhm. mir das Mhm. angucken und, ne? Also das soll einfach für, für den Hörsinn und den Sehsinn soll das einfach ansprechend sein. Mhm. Gibt es, jetzt weil du gerade noch das Mediabook ansprichst, weil du gesagt hast, es gibt ja beim Mediabook auch noch, ich weiß nicht, was du gesagt hattest, was noch dabei ist, außer das Book, also das Buch, gibt es da eventuell eine, hat das Mediabook eine Doppel-CD als Beispiel, sage ich, wo halt irgendwie Outtakes drauf sind oder irgendwas, äh, Jetzt muss ich ganz verzweifelt in die Kamera gucken und sagen, Frank, bitte hilf mir. Äh, ach so, ja, Also also nicht du, nein, nicht nicht du, ich wollte der gerade andere. sagen, ja. Der Mhm. andere Frank. Weil ich hier jetzt gerade nicht auswendig weiß, was ihr an Details in Lennestadt schon bekannt gegeben habt, was den inhaltlichen Umfang oder den umfänglichen Inhalt. Okay, okay. Ich hätte ja auch einfach ins Panel gehen können, nochmal Ja, wiederholt, ja. Mhm. ja. Hättest du das Ja, mal gemacht? hätte ich das mal gemacht. Ja. Aber dann überspringen wir das jetzt gerade mal kurz. Ähm, kennt ihr noch Frag nochmal? Weil vielleicht schlägt das in die gleiche Kerbe vielleicht, dass der Frank das vielleicht, Okay. hatten wir alles schon erwähnt, sagt er Ja, gerade. also Ja. es wird 2 CDs geben. Mhm. Eine mit dem Hörspiel und es wird eine zweite CD mit, ich sag mal, Material über das Hörspiel geben. Ähm, Da wird also einiges drin gesagt und es Mhm. wird in diesem Mediabook ein mehrseitiges, heftartiges Ding geben, in dem auch mit ganz tollen Abbildungen gearbeitet wird. Also Die da, sich auf das Hörspiel beziehen? ja. Also die Szenen aus dem Hörspiel et cetera oder wie auch immer? Okay, okay. Also Also ja, die Szenen aus dem nein. Sagen wir mal eine schöne Zusammenfassung, die das sehr optisch ansprechend okay, umsetzt. okay. Sehr Ja, schön. Das freut mich. also Und wir wieder, die waren, Vorfreude steigt. als wir eine kleine Kostprobe bekommen haben, die hat uns umgehauen. Also wir hatten echt Okay. Pipi in den Augen, als wir das gesehen haben. Sehr schön. Der Stefan Azolas Zeitung schreibt gerade noch, auf der CD als Bonus wäre toll das Cover als Hintergrundbild für den PC. Also ja, ich glaube, da gibt es halt Unmengen an Ideen, also ich glaube, ihr Also habt da ganz genug selbst, Also ja, ganz aber ehrlich, bei dem Material, was vorliegt, bei dem Material, das entsteht, ist eine Vielzahl von Möglichkeiten, was Leute hinterher haben wollen könnten. mhm, Ähm, mhm, also es ist wirklich auch so eine ganz eigene Merchandising-Welt, die sich da theoretisch auftut. Aber lasst uns ruhig erstmal bitte so das Kerngeschäft mal machen, dass wir mhm, die Hörspiele, die Mediabooks und das alles erstmal
so hinkriegen, bevor wir uns irgendwo in Details verzetteln. Und ja, klar, es gibt unheimlich viele tolle Sachen, bei denen wir auch sagen würden, boah, das wäre aber geil. Aber Mhm. man muss es und man darf es nicht unterschätzen, man muss es auch zeitlich stemmen können, sich um das alles zu kümmern. Und ich glaube, dieser Berg, den wir gerade erstmal mal angeschubst haben, den wir abarbeiten müssen, ähm, wir fangen erstmal mit den wichtigen Sachen an und die Nice-to-have-Sachen, die kann man dann im Lauf der Zeit, wenn die ersten Produktionen erschienen sind, dann Mhm. kann man gucken, was sind so die Rückmeldungen von Leuten, wie viele haben gesagt, wir hätten gerne das, andere, wir hätten gerne Klar, das. klar. Kannst halt nicht allen gleichzeitig recht machen, sage ich Nee, und mal, ja. du kannst auch nicht alles auf einmal produzieren, weil am Mhm. Ende haben wir wieder dieses Hallenproblem und Mhm. dann kriegen Frank und Mustafa jeden Tag 5 Paletten mit Zeug dann geschickt. Ähm, das muss alles erstmal bewältigt werden. Und ich Ja. glaube, da sind wir auf einem guten Weg, indem wir einfach erstmal die Hörspiele und deren Verpackung und deren Darreichungsform machen. Mhm. Und alles andere wird man dann hinterher sehen, ob vielleicht Genau. irgendwas geht. Genau. Ich meine, das Haupte ist halt, wenn ihr Hörspiele rausbringt, ist halt das Haupte das Hörspiel. Ja, Ja. und Verpackung ist schön anzusehen, weil die guckt man sich halt an. Habe ich früher halt auch gemacht. Ich habe das Hörspiel, die Kassette damals immer eingelegt oder heute auch noch und gucke mir halt dann die ganze Zeit das Cover an, ja. Was halt oftmals Es nichts tut, mit dem Hörspiel zu tun gehabt hat, aber das ist ein es tut anderes mir Thema. gerade leid, Frank. Ich muss gerade lachen, weil du das Ja, Haupte gesagt hast. Und wir kommen ja quasi aus der gleichen Region. Und ich muss immer lachen, wenn jemand mit meiner Heimzunge spricht. Und das Haupte halt. Äh, das Haupte, ah ja. Hessen, das einzig Wahre. Ja, das Haupte ja. halt. Das Haupte halt, genau, Ja, richtig. Ach ja, das aber ist halt so. das ist genau richtig. Eine Sache habe ich jetzt noch, die weiß nicht, Ja, vielleicht auch wieder der Frank, wenn er zuhört, weil du jetzt gerade, wie gesagt, das Haupte sind die Hörspiele, ja. aber natürlich die Cover sollen halt auch nicht zu kurz kommen oder sind halt auch ein Blickfang, sag ich mal. Bei den Büchern, bei der Retrofreak gab es ja Variant-Cover. Wie sieht's denn bei den Hörspielen aus? Ist das auch angedacht? Ich meine, wenn ihr ja 2 Geschichten aus den Büchern zu einem Hörspiel macht, dann hätte man ja theoretisch 2 Cover zur Auswahl, auch wenn man vielleicht ein anderes Cover nimmt, wie das, was ursprünglich auf dem Heft drauf war. Ähm, Also wir erstellen ja pro Hörspiel ein Amalgam, um jetzt mal so in der Comicsprache DC, Marvel, diese Amalgam-Geschichten, die es in den 90ern gab, einfach mal zu nennen. Und für das Amalgam entsteht auch ein eigenes Cover. Und mhm, ich glaube, die Retrofabrik hat auf eine tolle Weise diese Bonus-Umschläge mit den Posterprints eben rausgebracht. Und genau, das Mediabook ist die Variante. Mehr geht nicht, ne? hier, Was okay, Frank gerade okay. sagt. Mhm, mhm, Ähm, perfekt. ja, also das ist eben so eine Sache. Ähm, dann müsstest du pro CD quasi 2 Kunstwerke machen und dann hättest du statt 30 60 Kunstwerke, die du erstellen lassen musst. Hättest also Mhm, nicht nur den Preis von 30, sondern von 60 zu bezahlen. So ja, schön ja, das klar. so schön das wäre, aber ich glaube, da ist wirklich so dieser Mediabook-Gedanke einfach der auch sicherere, damit eben die Kosten auch nicht so eskalieren, weil Ideen, ich meine, wir alle haben ja dann auch im Team Ideen und wenn man das alles umsetzen wollte, Mhm, also das stimmt, das das stimmt. würde wirklich schnell ausufern und da bleibt man einfach, ja, das war das, was ich Das, jetzt eben meinte, genau, ne? Wendecover, richtig, dann bist du richtig. schnell nicht bei 30, sondern bei 60 Kunstwerken. Mhm, Und ich glaube, das wäre so eine Kosteneskalation, die einfach ja, leicht zu vermeiden ist, indem man eben sagt, man entwickelt da auch was Neues optisch, denn mhm. die EHPA und Interbad Comics liegen schlicht und ergreifend ja vor. Genau, genau, richtig, Ja. richtig.
Okay. Ich gucke gerade mal, Leute, wir haben 20 Daumen nach oben. Ich sehe, wir sind wesentlich mehr Leute im Chat. Also wenn ihr noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst doch mal einen da. Würde uns sehr freuen. Ja, so, kommen noch Fragen aus dem Chat? Ich gucke Gerne. gerade mal, wie es bei mir aussieht. Ich glaube, wir haben soweit alles abgearbeitet. Auch Sachen, die ich hier aufgeschrieben hatte, wurden zwischenzeitlich schon von der Community gefragt. Ja, dein Konzept hat die ersten 2 Minuten hier nicht überlebt. Richtig, genau. Aber das ist oft so. Deswegen so spontan Ja. ist meistens dann das Bessere oder dann geht man da dazu über. Ich scroll auch gerade mal. Bin ich dann Genau, das ist sogar. Scrollers, wenn ich hier gerade hochscroll? Ja. So. Ja, ich glaube, meine Fragen habe ich wirklich Ich glaube. abgearbeitet. Leute, habt ihr noch Fragen? Ach Wollt ihr doch, den ich habe Alex hier. irgendwas fragen? Ja, genau, fragt einfach was. Fragt irgendwas. Es ist schon So. dunkel draußen, es regnet nicht. Genau, hier regnet es auch nicht. Sehr gut. Ja, eine Frage, die eben So. noch mal aufkam, so mit diesem Ja. roten Faden und so, da hatte ich ja auch schon Bezug drauf genommen. Ach, guck mal hier, die ihr aus den alten Hörspielen verwenden durftet, also Geräusche, Soundeffekte. Gunnar hatte ja dazu schon geschrieben, dass es eben für Grayskull-Con die Erlaubnis von Heike-Dine Körting gibt, dort diese Soundeffekte und Musiken zu verwenden. Mhm. Ansonsten ist bei uns, die Frage ist auch gut, die gleich kommt. Aber das ist schlicht und ergreifend nichts, das wir konkret ins Auge fassen, Original-Sounds oder Musiken zu verwenden. Das ist eben der Punkt, wie Mhm. Gunnar schreibt. Mhm. Unkommerziell darf man das, aber wenn es Mhm. kommerziell wird, ist es wieder eine schwierige Sache. Und ich sehe es auch rein vom Erzählerischen her. Ich persönlich finde es nicht gut, weil man sich dann immer so ein Label aufklebt. Entweder hat man dann versucht, nur von Europa dann als Trittbrettfahrer Sounds mitzunehmen, um die Leute dann zu begeistern und Ja. so. Oder nee, also neues Projekt, neue Musiken, neue Sounds. Mhm. Mhm. Sehr Zum schön. Thema Ja, finde ich Zauberkraft, genauso. ich glaube, Zauberkraft, lasst euch einfach mal überraschen, was er sagt. Aber dann, ja, es ist auf den Comics basierend, das heißt, wir werden auch einen Prinz Adam haben. Es wird Ja, klar. nicht nur He-Man. Okay, ja. Wie gesagt, auch wieder da auf die Europa-Hörspiele am Anfang gab es ja auch nicht wirklich einen Prinz Adam da. Deswegen. Ja, aber ich meine, Interpart und Ehapa, das ist ja alles Material so Mitte, Ende, vor allem Ende 80er dann Ja, bei 86, Ehapa. 87, glaube ich, gell? Ja. Und da war Adam natürlich. Genau, er wird den Zaubersaft haben. Und Aber die den hat auch Masters, Obelix. also ja, und die Gummibärenbande. Die Gummibärenbande, genau, richtig. Die auch noch. Hier haben wir gerade noch was. Ich weiß, diese Frage kam auch schon öfter. Okay, Ich habe in den sie. Comics war sie nicht dabei, oder? Also da müsste ich Richtig, mich schwer täuschen. korrekt. Das ist korrekt. Also She-Ra, Adora, die waren nicht in den Comics dabei. Ja. Mhm. Okay. Lassen wir es mal so stehen. Ja, bitte. Gut. So, jetzt haben wir noch, kennt ihr noch, hat noch mal gefragt. Und zwar, das ist auch eine gute Frage. Also ja, die Sprecher und ihr seid die 3 Autoren und es gibt die Retrofabrik als Produzent, nenne ich es mal, glaube ich, oder? Also Ist guck mal. richtig formuliert? Also guck mal, wir haben als die Ausführenden, also als die Produzenten haben wir Frank und Mustafa. Wir haben als den ausführenden Regisseur den Matthias Brink. Mhm. Wir haben den Jörg Schuler als den Tontechnikermeister.
Wir haben Mhm. den Reat als Coverkünstler, wir haben uns 3 Autoren und da sind wir schon bei 8. Und wenn wir dann noch Richtung Musik und auch noch Sounddesign und so gehen, also wir sind so beim Kern sind wir so bei knapp einem Dutzend plus eben das, was noch dazukommen wird. Okay. Also plus die Also wir Sprecher sind, und wir, ja. wir sind im Moment knapp ein Dutzend, Mhm. das, das gerade entweder mit den Hufen scharrt, bis es losgeht, oder auch direkt auch schon dabei ist, ähm, dann Dinge umzusetzen. Okay, Genau. okay. So. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden maßgeblich vergessen, aber ich hoffe und glaube nicht. Ja, ein Dutzend Pi mal Ja, Daumen bist ja kannst genau. ja nichts falsch Ja. machen. Also, ob es jetzt einer, sage jetzt mal, mehr oder weniger Ja, ist, den du vielleicht wie viel unterschlagen arbeiten hast dran oder kommen? Dutzend. gen genau, richtig. Sehr schön. Ähm, vielleicht von den Sprechern her noch mal vielleicht 'n ja, blöde Fragen gibt's nicht, hast du gesagt eben, aber von Mhm. den Sprechern her, ähm es ist ja wahrscheinlich auch immer storytechnisch bedingt, wie viele verschiedene Charaktere in dem Hörspiel auftauchen. Ja, Ähm, ja. ja, wenn man jetzt so die Rand also, ja, eigentlich ist es 'ne blöde Frage. Wenn man so die Randcharaktere wegnimmt, ja, und halt auf die Hauptcharaktere geht, die die Story ja mehr oder weniger dann halt vorantreiben, sage ich mal, sind's ja wahrscheinlich immer 5, 6, 7 Kerncharaktere wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Ja, die halt das den Haupt und Sprecheranteil haben. Ne, ungefähr 'n Dutzend. Hast eben Auch 'n gesagt, Dutzend, Dutzend okay, Dutzend okay. ist 'N 'n Dutzend, guter okay, Antwort. 'n Dutzend ist Dutzend, gut. Dutzend. Genau, okay, okay. Ja, ja, mal 'n Dutzend. Also, ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, äh, und kann's nicht abwarten, bis die nächsten, Infos kommen, äh, Teaser für, wie gesagt, die Cover für die Artworks. Ja. Ja, ja, genau. Kommst nicht mit aus, ja. Ja. Ähm Also, es ist echt echt klasse, wie gesagt. Also, was ihr da auf die Beine gestellt habt oder stellt, ja, ja, es sind sehr viele Vorschusslorbeeren, aber man kennt natürlich auch oder viele von uns kennen ja die Hörspiele, die jetzt schon rausgekommen sind zu Revelation, zu He-Man 21 und so weiter. Und noch mal von meiner Seite aus, die sind auf'm sehr, sehr hohen Niveau, wie ich finde. Ich finde die richtig klasse. Ich finde die super umgesetzt, sei es von den Sprechern, sei es von den Soundeffekten und so weiter. Ja, also die Erwartungshaltung für dann die 30 Moto-Hörspiele anhand von den Retrofabrik-Büchern, also EHPA Interpat-Büchern, ist schon sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Also ich will jetzt keinen Druck machen, äh, aber ich Nein. bin echt, echt, echt gespannt, ja. Was mich und die anderen von Anfang an eben auch so zuversichtlich gemacht hat, ist schlicht und ergreifend, dass alle, die beteiligt sind, auf ihre ganz eigene Art, auf ihrem oder in ihrem ganz eigenen Metier einfach für Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und so was stehen. Und Mhm. dass man eben auch, ich nenne es jetzt mal, kompromissbereit ist und nicht, ausschließlich so sagt: „Mi, mi, mi, das habe ich mir jetzt aber so gewünscht und das will ich jetzt so durchziehen“, sondern Ja, hier ist das hier ist das Ziel das Ziel. Hier ist schlicht und ergreifend bei allen der Wunsch einfach da, das bestmögliche Produkt hinzulegen und uns ist allen bewusst, dass es am Ende immer Leute gibt, die am Ende sagen werden: „Das habe ich mir aber anders vorgestellt, das habe ich natürlich. mir anders gewünscht.“ Wir werden nicht in der Lage sein, das wissen wir, alle restlos zufriedenzustellen. Hier geht's jetzt drum, 'n größtmöglichen Konsens herzustellen und 'n Produkt abzuliefern, mit dem die meisten hoffentlich sehr zufrieden sein werden. Und Mhm. wir hoffen, dass man den Spaß, den wir grade beim Erstellen haben, am Ende auch merken wird, weil wir schon versuchen, 'ne runde Sache abzuliefern. Also, das ist das, was wir alle gemeinsam machen möchten.
Wir möchten einfach ein Motu erzählen, bei dem alle, die zuhören, dann auch sagen können, ja, hier ist vielleicht mal die Stimme mochte ich für den Charakter nicht oder dieses Detail in der Geschichte mochte ich mal nicht, okay, geschenkt. Also Klar, natürlich. das muss man immer in Kauf nehmen. Aber wir hoffen, dass so wenig wie möglich Leute dann irgendwie sagen, was ist denn das für ein Kack? Um es jetzt salopp zu sagen, Ja, ne? ja, ja. Also da versuchen wir einfach ein schönes Motu zu erzählen, das dem Kern dieser Seele, die Motu ausmachen sollte, Mhm. ähm, dass wir das auch abliefern können. Da arbeiten wir hart dran. Ja, das finde ich auch klasse und das glaube ich dir aufs Wort, wenn du das so sagst. Ja, und es wird immer Leute geben, die was zu meckern haben. Das ist in der Natur Ja, des Menschen so, ja. Es wird immer Leute klar. geben, die es halt nicht mögen, also man kann es halt auch nicht jedem recht machen. Ja, Ja, welche, die sagen werden, die Europa-Hörspiele waren das Ein und Alles und was anderes gibt's für mich nicht. Andere werden es total klasse finden. Das klar. hast du halt immer. Wie gesagt, du kannst es keinem Menschen auf der Welt, nicht allen Menschen auf der Welt recht machen, so ist es. Ja. Und Ja, mein größter Appell ist eben an alle, wirklich die CDs zu kaufen und auch wenn Franco Mustafa ja schon angekündigt haben, dass da ein Download drin ist. Ja, manche haben es ja auch schon gesagt, sie kaufen es dann, downloaden es und verkaufen die CD weiter. Vielleicht kann man damit ein bisschen warten, dass ich sag mal, die Produktionskosten irgendwo auch reinkommen, dass man auch, ich sag mal, stabil und, ja, und sinnvoll und gut auch ja. einfach weiter produzieren kann, ohne dann jeden Cent zweimal umlegen zu müssen, sondern dass man Mhm, sagen kann, mhm, man kann es vernünftig einfach durchziehen. mhm. Also wirklich, das haben welche gesagt, ja. Also da hast du schon gehört, dass sie die CD wieder Man, verkaufen, wenn man, sie den man, Downloadcode man, haben. man liest Äh, man liest's ja dann in Foren und bei Facebook und so. okay. Und ich finde es halt immer schade, weil ich kenne es ja auch aus anderen Bereichen im Hörspiel. Ähm, es ist halt oft so, es wird dann einmal zum Rippen wird's dann halt gekauft und Mhm, dann landet sofort bei eBay oder sonst wo auf der Börse. mhm, mhm, Ähm, das, ähm, ja, also ganz ehrlich, Zodax Zeittresor, man ist ja nicht nur auf die Fans angewiesen, sondern man ist ja auch auf Leute, die, sag ich mal, nicht so tief im Thema drin sind, ja auch immer angewiesen und man freut sich ja auch, wenn jemand nicht aus so einem Kernfandom dann dazukommt, sondern mhm. sagt, hey, ich habe da eine coole Zeit damit gehabt und bin eigentlich kein Motu-Fan. Ähm, also es müssen ja nicht mal alle Fans sein, die das kaufen und hören, ne? Es ist Klar. halt immer nur schön, wenn man irgendwo so ein bisschen, ähm, ja, Eternia Collection, ne, 500 €. Das, das sind dann so Dinger, wo man einfach denkt, so, ja, Leute, könnt ihr machen, aber Mhm. am Ende geht es auch doch mal günstiger. Da kann man Ja, dann natürlich. manchen auch den Vogel mal zeigen, kann sagen, ihr spinnt doch. Richtig, Aber das wäre so, richtig. so einfach ein Appell, dass man einfach stabile Ja, Abverkäufe irgendwo ja. hinbekommt. Ich meine, verhindern kannst du es wahrscheinlich nicht, wie du schon sagst, wenn es halt Nein, das ist unmöglich. ich sag mal, die Hardcore-Fans, die werden sich's wirklich ins Regal stellen, weil die wollen das Cover haben, wie der Alexander eben geschrieben hat. Ja, wenn es Leute sind, die halt das Hörspiel einfach mal mitnehmen, sage ich mal, wenn sie im Einzelhandel sind und sich anhören und es ihnen Ja, nicht gefällt, die geben es halt weiter, ja. Also, ja, ich klar. glaube aber, so Leute verkaufen es aber nicht. Wahrscheinlich geben die's Leute dann halt, was weiß ich wohin weiter, ja. Aber, Ja, ähm, so hast du halt auch immer. ja, Ja, logisch, und klar. ja, und, ich meine, habe ich ja auch schon am Anfang, glaube ich, gesagt, Deutschland ist halt nun mal das Hörspielland schlechthin. Ja, also, es gibt's in keinem anderen Land gibt's so viel Hörspiele, so professionelle Sprecher et cetera wie in Deutschland. Ja, und, es wird also, ich hoffe es wird genug Leute geben, die die Hörspiele kaufen werden. Also, ich bin auf jeden Fall einer davon. Ja, und ich glaube halt hier, was den Chat angeht, glaube ich, da ist auch jeder dabei. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Also, ja, ich bin sehr zuversichtlich.
kenne natürlich keine Zahlen oder mit was ihr da arbeiten müsst, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das, ich sage jetzt einfach mal, ein Erfolg wird. Ich nenne es jetzt einfach mal ein Erfolg wird, ja, und dass die 30 Hörspiele, die kommen werden, auch kommen, ja, dass es genug Leute gibt, die kaufen werden und da Spaß dran haben. Also, auf jeden Fall. Oh, Hörspiele nur bei uns, das muss ich korrigieren. Die Amis haben ja auch Star Trek, Star Wars, also die haben ja Ja. auch ihre Radio Plays und Audio Plays. Mhm. Also zu gewissen Franchises haben die das auch, aber ich sag mal so, dieses Independent-Ding mit eigenen Geschichten Mhm. und so, Mhm. Mhm. ist glaube ich, deutlich weniger bei Ja, denen. ich glaube, die haben ja meist diese Read-Alongs oder sowas, glaube ich auch, wo dann immer so ein Heftchen Auch, dabei ist auch. Ja, das haben die, habe ich auch, von das gibt's ja bei uns auch oder gab's ja bei uns auch früher. ja. Ja, ich glaube, das haben die da wirklich vermehrt gehabt. Ich habe sowas Leuten hören, dass es auch Leute gibt, die sprechen und auch Motu gut finden. Habe ich gehört. Das wäre quasi die Antwort auf diese Frage hier, Ja, genau. die ich gerade einblende. Okay, Ja, sehr schön. Äh, okay, ja, freut mich. Also, wie gesagt, also ich finde es toll, wenn es vertraute Stimmen, sage ich mal, sind, die man halt hört, die man vielleicht, ich sage jetzt einfach mal so salopp gesagt, aus Funk und Fernsehen kennt. Ja, aber es ist auch immer schön, frische Stimmen zu haben. Ich finde es auch immer schön, wenn es ja, halt Stimmen dabei sind, die du nicht mit irgendeiner Person in Verbindung bringst. Ja, wo du halt komplett frei bist und ja. genau das ist die Stimme für diesen Charakter. Ja, finde ich auch Ja, sehr schön. vorhin ist ja auch irgendwann mal der Name Santiago Ziesmer aufgetaucht. Der war Mhm. ja bei 2000X Cobra Khan. Ich finde, sorry, ich finde eine der größten Fehlbesetzungen, Also bei nicht, SpongeBob ist er super. nein, Ja. nicht nur da. Ich finde ihn auch bei Con Air, finde ich ihn auch Oh toll. ja. Ja, Steve Ne? Buscemi, ja, ja. Ja, Mhm. also ganz, ganz top, ne? Aber ich finde, als Cobra Khan finde ich ihn nicht so optimal. Und das ist immer die Gefahr, man besetzt irgend so einen Top-Sprecher wie Thilo Schmitz und so weiter und so weiter. So die ganz, ganz mega bekannten Stimmen und Mhm. dann hat man aber dann doch irgendwelche ganz anderen Assoziationen vor Auge. Und für mich ist es ein bisschen so ein Abenteuer wie Herr der Ringe. Damals im Kino, du hast Schauspieler gehabt, die man zum Teil natürlich kannte, Mhm. aber das Ensemble insgesamt war eben eine Mischung aus altbekannt und relativ ungesehen bis dahin. Und Ja. ich glaube, wenn da dieses Casting der Stimmen für die Moto-Charaktere dahin kommt, dass die Leute sich mit den Stimmen wohlfühlen und zu Hause fühlen, wenn ich das mal Mhm. so sagen darf. Mhm. Mhm. Ähm, dann ist es, glaube ich, top. Dann ist das genau das, was erreicht werden soll. Da kommt es mir persönlich nicht so sehr drauf an, dass das die Stimmen sind, die man aus 100.000 Hörbüchern kennt, dass das Stimmen sind, die man aus Film, Funk und Fernsehen Mhm. bis zum Erbrechen schon gehört hat, sondern es sollen einfach Stimmen sein, die zu den Charakteren passen, die diese Charaktere glaubhaft rüberbringen. Genau. Genau. Und dann wird ein Schuh draus. Wer hat denn, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, ich habe jetzt doch noch eine Frage. Aha, Wer hat denn die Charaktere, also die Sprecher bestimmt? Wer hat die denn ausgesucht? Ich meine, du hast gesagt, Mattel musste quasi das Okay geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja. gab es da ein richtiges Casting? Habt ihr die wirklich die Sprecher vorsprechen lassen und dann auch Streiche, für, oh Gott, ja, Streiche, Casting, Sätze, Brainstorming. okay. Und man sucht bei sowas natürlich erstmal so im Kopf aus, wer könnte für welchen Charakter passen. Dann Mhm, erstellt man eine Liste, dann wird diese Liste abtelefoniert mhm, und
dann weiß man, wer wäre überhaupt bereit, wer ist Aber erschwinglich. wer hat das gemacht? Habt ihr das als Autoren gemacht? Habt ihr das im Verbund Nee, gemacht mit der Retrofabrik oder wer? das gesamte Team hat im Endeffekt Okay. dann darüber gesprochen, weil Mhm. man hat dann hier und da für den Charakter hätte man so den Vorschlag, weil man da eine bestimmte Stimme im Ohr hat. Mhm. Und ja, genau, ich will diesen als Fisto, sonst mache ich nicht mit. Ja, Okay, also Fisto kommt auch vor. Sehr gut. ich verstehe die Frage nicht. Natürlich kommt Fisto vor. Ja, das heißt ja, du hast ja schon gesagt, dass ihr eventuell auch was umschreibt ein bisschen. Vielleicht habt ihr Fisto ja auch rausgeschrieben aus den Nein, Comics. Wer weiß es ja nein, nicht. Ja. nein. Wir haben aus den Geschichten punktuell mal jemanden umbesetzt, aber niemanden komplett rausgekickt. Okay, sehr Nein. schön. Aber diese Hm. Liste, sag ich jetzt mal, ähm, die ist im Verlauf von ein paar Wochen entstanden und dann wurde Mhm. gecheckt, wer stünde von denen bereit, wer würde da Mhm. mitmachen. Mhm. Und ja, genau, wir haben Fista. Fista ist für alle da. Neuer Slogan. Ach je. Nein, also es ist tatsächlich so, dass diese Liste quasi zur Debatte stand und dann wurde dann drüber gesprochen, wer eher Mhm. und weil für manche Figuren standen dann mehrere zur Auswahl und Mhm. Mhm. am Ende ist es dann so, dass Frank und Mustafa eine Liste für Folge 1 an Mattel kommuniziert haben und Mhm. diese Liste wurde dann von Mattel wohlwollend genehmigt. Okay. Und jetzt muss ich nochmal nachhaken, haben die Sprecher, die jetzt genehmigt wurden für Folge 1, ich nenne jetzt mal die Kerncharaktere, wie ein He-Man, der wahrscheinlich vorkommen wird, haben die auch, ich sage jetzt mal, unterschrieben für alle 30 Folgen oder kann es sein, dass dann mittendrin auf einmal der He-Man eine andere Stimme hat? Na, das soll ja nicht passieren. Ich meine, wir kennen Genau. das von Tonstudio Braun. Damals diese grünen John Sinclair Mhm. Kassetten, das waren ja über Mhm. 100 Folgen und da waren 3 Sprecher für John Ja, Sinclair dann drin. ja, ja. Ähm, das will natürlich niemand, aber es ist ja auch niemand davor gefeit, irgendwo auch mal krank zu sein oder so. Und mal Europa-Hörspiel Folge 5, Höhle des Schreckens, Skeletor. ja, Wurde auch von einem anderen, nicht von Peter das, Pasetti gesprochen, ja. genau, das ist das eine, aber der Plan ist, dass die Leute, die für die Charaktere angeheuert werden, diese Charaktere von 1 bis zum Ende durchsprechen. Mhm. Okay, Ja, super. ja, Sehr also schön. da ey, wir planen doch nicht okay, He-Man wird von Folge 1 bis 17 wird er, Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich meine, was ist denn, also habt ihr das auch wirklich, ich sage jetzt mal, vertraglich festgehalten? ich glaube, Oder kann dann das kann dann kannst der du Sprecher einfach sagen, hier nach 14 Folgen hier, ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf, ich steige jetzt aus. Und dann ja, müsst ihr einen neuen suchen. Aber Frank, ganz ehrlich, was ist denn die Alternative? Dass er keinen Bock mehr hat und man das hört? Du kannst ihn ja dann nicht mit Nee, natürlich, Stromstößen natürlich, am Mikro natürlich. dann zwingen, gut zu sprechen. Richtig. Also Nein, Gottes das Willen. ist eine Sache, das kannst du eigentlich nicht. Also du kannst natürlich Mhm. so eine Absichtserklärung, sage ich mal, aber Mhm. Mhm. jemanden am Ende, das habe ich jetzt bei Dreamland habe ich das jetzt mitgekriegt, dass Tony Ballard umbesetzt werden musste und dann Okay. musste er noch mal umbesetzt werden, weil es da eben schwierig wurde. Mhm. Das kannst du natürlich niemals ausschließen, dass im Lauf der Zeit irgendeine Sache auch mal fundamental geändert wird. Jemand zieht um und wohnt dann plötzlich in Thailand und, Ja, ja. das bei allem, was digital geht, ne, aber das ist jetzt auch so eine Frage wie: „Kann da noch was schiefgehen?“ Ich verstehe die Frage nicht, Frank. Ich verstehe diese Oh, Frage nicht. ist ja perfekt. Da brauchen wir da gar nicht weiter drüber zu sprechen, würde ich sagen. Genau, Also alles gut. genau, genau. Ja. So, ich würde jetzt eigentlich sagen, ich hatte es am Anfang gar nicht gesagt, aber ich habe gedacht, wir peilen so die 2 Stunden an beim Stream. Die haben wir jetzt gleich erreicht. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die ich hier einblenden würde. Ansonsten würde ich noch ein, 2 Fragen annehmen, wenn das okay ist für dich, Alex, wenn noch welche Ja klar, reinkommen. ja logisch, Ja, klar. und dann, würde ich sagen, haben wir soweit alles
sind wir auf dem neuesten Stand, nennen wir es mal so. Ja, der Alexander hat nämlich noch gefragt, bei Europa wurde ja der Anti-He-Man eingeführt, den gab es ja vorher nicht. Dürft ihr neuen Charakter einführen? Die Gegenfrage ist, wollen wir einen neuen Charakter einführen? Am Anti-He-Man war es sehr erfolgreich im Nachhinein. Ja, aber da gibt es eine gewisse Schwierigkeit dabei. Damals konnte schon keiner damit rechnen, dass Anti-Eternia He-Man, also Anti-He-Man, einen solchen Kultstatus irgendwo innehaben wird, dass eine Origins-Figur, eine Reaction-Figur und eine Classics-Figur und ist dann nicht auch schon von Mondo irgendwas geplant oder so? Keine Oh Ahnung. Gott, da bin ich leider raus, Also was die Statuen ich, angeht. Ja, aber, ich komme jetzt aus dem Stand auf mindestens 3 Figurenvarianten von diesem mhm, Anti-Eternia He-Man. mhm, Und ich glaube, wir haben gar keine Zeit, uns also ich sag mal so, Gunnar, Matthias und ich, wir würden uns an so einen Charakter ransetzen und würden den wirklich durchdesignen. Wir würden mhm, nicht einfach mhm. sagen, so, jetzt kloppen wir mal irgendwelche Körperteile aneinander und dann gucken wir mal, wie der heißt. Ja, Sondern ja. der müsste wirklich irgendwo vernünftig durchgeplant werden, damit kein zweiter Goras. Ich weiß, alle, die Goras mögen, aber die Gefahr ist, dass ein zweiter Goras entsteht. Und dann hätten wir eine Chimäre entstehen lassen, die wir nicht kontrollieren könnten. Und sie Mhm, würde das ganze Moto-Universum zerstören. Nein, der Punkt ist da einfach, wir haben, glaube ich, gar keine wirklichen echten Ambitionen, einen richtigen Motu-Format-Charakter eigen zu entwickeln. Das Nebenfiguren, die so eine gewisse Randbedeutung haben, mhm, okay, aber mhm. ich glaube, sowas mit dem Impact von einem Anti-Eternia He-Man, nein. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, eher nicht. Okay, okay, okay. Ja. Ja. Okay. Wenn keine Fragen mehr reinkommen, dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt mitgenommen habe. Ich bin gespannt. Die Hörspiele, es wird 30 Stück geben, geplant für Anfang nächsten Jahres, dass zumindest Folge 1 rauskommt, im ersten Quartal nächsten Jahres, also 2024. Das Hörspiel kommt auf CD mit einem Download-Code. Es wird in 2 Varianten kommen, in 2 Verpackungsvarianten. Einmal im normalen Einzelhandel als Jewel Case, also als normale CD-Hülle. Einmal bei der Retrofabrik im Shop exklusiv als Mediabook in, ich nenne es jetzt mal, limitierter Ausführung mit Buch, mit einer Doppel-CD dabei, mit diversen Add-ons drauf, sage ich mal. Es wird neue Cover geben. Ähm, Preis steht noch nicht genau fest, aber ist uns Fans egal, wir kaufen's. Ähm, ja, und ich glaube, das waren so die. Alex, korrigiere mich, wenn ich irgendwas verpasst habe oder ergänze bitte, wenn ich irgendwas vergessen habe. Aber das Das waren so die ist Grundsachen, glaube ich. Das ist eine schöne Essenz. Dafür hast du mich jetzt 2 Stunden lang blubbern lassen. Wir wären um 5 nach 8 Für wären 5 wir Minuten. fertig gewesen. Das war noch nicht mal 5 Minuten. Also Nee, nächstes Mal, oh, ich hätte heute Abend so viel machen können, muss ich sagen, ja, aber nee. Äh, ja, hättest du mir das vorher kurz runtergeschrieben, dann hätte ich das auch einfach nur in einem Post machen können, dann hätten wir gar keinen Stream machen müssen. Ja, nein, aber ich glaube, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. mir auch. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und uns Einblick zu geben in die Gerne. neuen Hörspiele, die du als Autor mitschreibst, sage ich mal, zusammen mit dem Gunnar, zusammen mit dem Matthias. Mhm. Ähm, und würde sagen, vielen Dank. Das können wir gerne, also von meiner Seite aus, der Chat kann es ja mal schreiben, können wir gerne wiederholen, wenn es neue oder wenn es Neuigkeiten gibt, würde ich das Ganze gerne wiederholen und gerne die Community auf dem Laufenden halten, sage ich mal. Gerne. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Produzieren, dass alles so klappt, wie ihr euch vorstellt, dass ihr im Zeitplan bleibt. Ja,
Auch an die Retrofabrik nochmal viele Grüße. Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Bücher, für das Neuaufleben lassen der EHPA und Interpart Comics und jetzt für das Angehen mit den Hörspielen. Die Community ist einfach klasse. Ich finde es total toll, was ihr alles macht, ja, was alles so zusammenwächst. Ja, Masters of the Universe ist Weltkulturerbe, kann man fast sagen. Ja, also es ist nicht mehr bei uns wegzudenken. Ja. Und von daher vielen lieben Dank, Alex. Und dem gesamten Team. Ich bedanke mich auch herzlich für die tolle Möglichkeit und euch, die ihr zugehört habt und Fragen gestellt habt. Und ja, ich hoffe, ich habe dem Team keine Schande gemacht heute Abend. Und ja, also es hat Spaß gemacht und die Vorproduktion, in der wir jetzt stecken, die macht auch unheimlich viel Spaß und es ist, wie ich finde, ein tolles, herzliches Team, in dem man einfach gemeinsam was Tolles entwickeln kann. Und ich hoffe, dass ihr dann auch den Spaß haben werdet. Und wir möchten gerne die Freude mit euch teilen. Und ja. Ja, ne? So schöne Schlussworte. Ja, ich blende jetzt die schönen Schlussworte ein, die schönsten, die man hier an jemanden machen kann. Also ja, sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank. Zum Obst machen kann ich. Perfekt. Das geht. Ja. Super, dann, alles klar. Dann einen schönen Abend noch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich lasse es euch wissen, Leute. Alex, vielen Dank dir und gerne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und wir haben die Zauberkraft. Wir haben die Zauberkraft oder the Power. Wir werden es hören. Ciao.